Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie alle dabei sind bei dieser Veranstaltung heute Ask Me Anything zum Thema Recht und KI. Achim Förster, mein Name, Professor für Urheberrecht, Medienrecht und Medienpolitik an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Ich freue mich tatsächlich, dass so viele gekommen sind, auch dass einige bekannte Gesichter mit dabei sind, so aus der, ich sage es mal so, rechtsaffinen Szene der deutschen Hochschulen und dass wir uns hier gemeinsam austauschen können. Sie konnten ja vorher im Vorfeld zu dieser Veranstaltung auch schon Fragen einreichen und ich werde jetzt versuchen, dass wir so auf diese Fragen eingehen, aber dass wir auch gemeinsam zu einer schönen Diskussion kommen. Dabei zum organisatorischen Ablauf wäre mein Vorschlag, dass wir das so machen, dass wir das vielleicht so in drei Blöcke so ein bisschen teilen. Das heißt also, dass wir zweimal vielleicht so eine 10-minütige Pause dazwischen machen, dass wir alle wieder unsere Koffeinvorräte aufstocken können und uns wieder so ein bisschen frisch machen können. Gut, dann steige ich mal hier in meine kleine Präsentation ein, die ich jetzt so vorbereitet habe. Aber wie gesagt, das ist heute auch ganz stark zum Austausch gedacht. Deswegen werden wir diese Input-Teile relativ kurz halten und wollen dann auch sehr bald schon auf Ihre Fragen eingehen. Ich schicke mal nur, bevor wir anfangen, so einen kleinen Disclaimer vorneweg. Das ist nur ein Hinweis, der mir ganz wichtig ist, auch vor allem für die anschließende Diskussion. Und zwar sollten wir berücksichtigen, dass dieser Bereich Recht und KI, dass das ein unfassbar dynamischer Bereich und ein ganz, ganz dynamisches Umfeld ist. Das heißt also, viele regulatorische Rahmenbedingungen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, die sind sozusagen noch brandneu. Da ist gerade so die Druckerschwärze getrocknet, beispielsweise was die KI-Verordnung anbelangt. Und das führt halt dazu, dass wir uns jetzt in einer Phase befinden, wo wir mit diesen Rahmenbedingungen konfrontiert sind, es aber noch keine oder nur sehr wenig gerichtliche Praxis zur Handhabung von diesen Rahmenbedingungen gibt. Und dann kommt auch noch dazu, dass vieles, was gerade so die KI-Regulierung anbelangt, dass viele dieser Rahmenbedingungen jetzt auch nicht so immer, ich formuliere es mal so, auch nicht immer so gefasst oder geschaffen wurden, wirklich mit dem Bild einer Hochschule im Kopf. Das heißt also, wir müssen auch Vorschriften hier anwenden oder die Hochschulen werden jetzt einem Regulierungsrahmen unterworfen, der nicht immer spezifisch auf die Hochschulen ausgerichtet ist. Und das führt halt dazu, dass es in der Handhabung der einen oder anderen Sache halt einfach relativ große Unsicherheiten zum aktuellen Zeitpunkt gibt. Deswegen also alles, was ich Ihnen auch jetzt sage, ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, vor dem Hintergrund, dass wir uns da halt einfach in einem Bereich bewegen, in dem wirklich belastbare juristische Aussagen noch relativ schwierig sind. Das merken Sie übrigens auch an den Publikationen und Gutachten, die es dazu gibt. Auch da wird sich in vielen, vielen Bereichen sehr vorsichtig ausgedrückt. Da heißt es dann, vieles spricht dafür, dass man kann argumentieren, dass man könnte es so sehen, dass. Also so wird das viel formuliert. Deswegen auch der Disclaimer. Also wie gesagt, das ist noch nicht belastbar, was ich Ihnen heute sage. Und ich kann deswegen auch in diesem Kontext natürlich keine Rechtsberatung oder so machen. So, jetzt haben Sie ja im Vorfeld Fragen eingereicht und da habe ich mir so ein bisschen überlegt, wie könnte man das in so Inputs gliedern. Und ich habe jetzt mal so 4 Punkte rausgesucht und mein Vorschlag wäre jetzt, dass ich da jeweils so einen kurzen Input gebe. Das kann mal eine Viertelstunde sein, wir können mal 1,5 Stunden sein, ein kleiner Spaß. Das kann mal vielleicht doch nur 5 oder 10 Minuten sein. Aber nach diesen Inputs wollen wir dann einfach gemeinsam diskutieren und auch schauen, dass wir Ihre Fragen beantworten. Es kann sein, die schon mal in Veranstaltungen oder Vorträgen von mir waren, dass da auch mal die eine oder andere Sache kommt, die Sie vielleicht schon kennen. Aber so als kleiner Teaser, es sind natürlich auch bei den Inputs wieder Sachen mit dabei, die jetzt neu hinzugekommen sind. So, diese 4 Inputs habe ich jetzt mal so gegliedert. Der erste, da würde ich mal so auf die Frage eingehen, wie sieht es eigentlich aus? Rechtslage bei der Erstellung, Kennzeichnung eigener Lehr-Lernmaterialien. Da wurden auch Fragen dazu gestellt. Also wie sieht das eigentlich aus, wenn ich solche Materialien erstelle? Ich lade die irgendwo hoch, dann werde ich gefragt, wie ist es denn eigentlich? Habe ich eigentlich die Rechte an diesen Materialien? Wie ist da eigentlich die Situation? Das heißt, da wollen wir uns dann mal so die Perspektive vor allem einer Lehrperson einnehmen und uns fragen, ja, wie ist denn eigentlich die Rechtszuordnung bei diesen Inhalten, wenn die generiert werden? Dann der zweite Punkt,
Da würde ich mal so ein bisschen allgemein dann so auf generell auf die regulatorischen Rahmenbedingungen bei den KI-Tools eingehen. Also da geht es dann eher so um die Frage, okay, eine Hochschule setzt jetzt als Institution oder will als Institution ein KI-Tool einsetzen. Also beispielsweise möchte eine Hochschule den Studierenden ChatGPT zur Verfügung stellen über eine Schnittstelle oder wie auch immer. Oder eine Hochschule möchte Microsoft Copilot für die Studierenden freischalten über die MS365-Accounts, die an praktisch allen Hochschulen irgendwie ja zur Verfügung stehen. Da kann man sich mal fragen, okay, wenn ich sowas mache, was sind da eigentlich so die Rahmenbedingungen, in denen ich mich bewege und welche Stellung hat da eigentlich die Hochschule? Das würde ich dann als zweiten Punkt machen. Dann als dritten Punkt, der dritte Punkt fasst eine Reihe von Fragen zusammen, die Sie so als Einzelfragen eingereicht hatten. Da kamen häufiger so Fragen wie ist es denn eigentlich, kann ich eigentlich eine KI einsetzen, um studentische Arbeiten zu korrigieren oder eine Vorkorrektur von studentischen Arbeiten vorzunehmen? Ist das eigentlich möglich? Ist das eigentlich zulässig? Wie sieht es aus mit Lernmanagement-Systemen, die das vielleicht jetzt schon können oder irgendwann in Zukunft mal können oder ein Plugin anbieten, das man freischalten kann? Und wenn man das tut, dann haben die plötzlich diese Funktionalität. Das habe ich jetzt mal so unter dem Stichwort Hochrisiko-KI an Hochschulen zusammengefasst. Und da würde ich mal gerne mit Ihnen einen Blick werfen in die Vorgaben zur sogenannten Hochrisiko-KI nach der KI-Verordnung. Und dann am Schluss, dann wenden wir den Blick mal von der Hochschule, von den Lehrenden und den Prüfenden hin zu den Studierenden, die nämlich dann in der Prüfung sitzen und KI-Tools einsetzen. Und auch da kamen mehrere Fragen. Wie ist das eigentlich zu beurteilen? Kann ich eigentlich KI-Detektoren zum Beispiel verwenden, um den unzulässigen Einsatz von KI-Tools irgendwie aufzuspüren? Und wann ist denn eigentlich der Einsatz von KI-Tools zulässig und nicht? Und da würde ich auch gerne so einen kurzen Input einfach geben und dann diskutieren wir da gemeinsam drüber. Also das wäre so mein Vorschlag. Meine Anregung an Sie alle ist, also stellen Sie dann bitte später auch Ihre Fragen. Hinterfragen Sie auch kritisch, was ich Ihnen da sage. Also ich habe die Weisheit mit Sicherheit nicht mit Löffeln gefressen, wie man so schön sagt. Und das ist ein sehr dynamisches Gebiet und ich freue mich total, wenn ich da auch oder wenn wir gemeinsam hier voneinander lernen können in diesem Setting. So, das vorweg würde ich einfach sagen, steigen wir kurz ein. Gibt es einen kurzen Input zur Frage, wie es eigentlich aussieht, also wie die Rechtslage generell ist um den urheberrechtlichen Schutz von KI-Output. Ich mache das ein bisschen kürzer, weil die meisten von Ihnen, einige kenne ich ja auch schon, von denen weiß ich, dass die ja schon Pros sind in dieser ganzen Thematik. Deswegen fasse ich das ein bisschen kürzer zusammen. Sie finden dann auch ganz am Ende, das stellen wir Ihnen auch zur Verfügung, auch noch Literaturhinweise. Da können Sie das dann in allen Details auch nochmal nachlesen an den langen Winterabenden, die jetzt dann Ende Oktober, Anfang November ja langsam kommen. Gut, steigen wir mal kurz ein. Also Grundfrage, die wir uns jetzt stellen, das ist so das Grundsetting. Also wir haben eine Lehrperson. Diese Lehrperson hat jetzt eine generative KI verwendet im Zusammenhang mit der Erstellung von Lehrmaterialien. Wir blenden jetzt mal kurz aus, was das für ein Tool ist, wie das eingesetzt wurde. Es soll uns jetzt nur mal darum gehen. Wir unterstellen jetzt, diese Lehrperson hat halt irgendwie Zugriff darauf und die setzt das jetzt irgendwie ein. Ja, das kann beispielsweise kann das sein, es wird ein Bildgenerator verwendet und mit dem erstelle ich halt irgendwie ein Symbolbild etwa. Ja, das ist was zum Beispiel so für die juristische Lehre ganz interessant ist. Man will irgendwie einen Fall an die Wand werfen, aber weil so viel Text, man will nicht immer nur Text auf seinen Folien haben, also macht man ein schönes Symbolbild dazu, das jetzt einfach die Situation, um die es da geht, irgendwie so ein bisschen auflockernd gestaltet und dafür verwendet man jetzt eine generative KI. So, jetzt sehen wir mal an, die Lehrperson möchte jetzt diese Inhalte, die da entstanden sind, irgendwie weiter verwerten. Also beispielsweise bei einem öffentlichen Vortrag, für eine Publikation, wie auch immer. Und dann kommt ganz häufig der Punkt, wo man als Lehrperson gefragt wird, ob man eigentlich die Rechte an diesen ganzen Materialien hat. Zum Beispiel, wenn man es in so ein Autorensystem hochlädt. Und dann stellt sich die Frage, okay, wie sieht es eigentlich aus? Wem stehen eigentlich die Rechte an diesen KI-generierten Materialien zu? Und ich hatte Ihnen versprochen, ich kürze das ein bisschen ab. Man kann sich das immer sehr schön überlegen, wie ich finde, mit einem Beispiel, das jetzt schon ein paar Jahre älter ist, aber so, dass man so ein bisschen die Thematik versteht, nämlich
das Grundproblem, was wir bei KI haben, kann man so zusammenfassen, dass wir es hier mit Werken zu tun haben, bei denen wir keinen Schöpfer oder keine Schöpferin haben, weil sie eben nicht unmittelbar aus der Kreativität eines Menschen entstanden sind, sondern irgendwie anders zustande gekommen sind. Und es ist kein total neues Problem. Das gab es früher auch schon. Ganz bekannt geworden ist hier das Affen-Selfie vor ein paar Jahren, das von einem britischen Fotografen oder das ein britischer Fotograf, so muss man es eigentlich sagen, von einer Fotoexpedition mitgebracht hat und das so zustande gekommen ist, dass eben ein Affe eine Kamera genommen hat und diese neugierigen Tiere, die spielen dann halt damit rum und der hat es halt hinbekommen, ein, wie man doch durchaus sagen muss, durchaus gelungenes Bild von sich selbst zu schießen. Und dann taucht die Frage auf, ist das eigentlich ein urheberrechtlich geschütztes Werk? Ist das sonst vielleicht irgendwie geschützt? Wie sieht das aus? Und da ist man sich heute einig, solche Werke, also wenn der Affe, wir vereinfachen den Fall, Affe findet zufällig diese Kamera. In Wirklichkeit war es ein bisschen anders, aber nehmen wir das unterstellen wir jetzt mal so. Affe findet zufällig eine Kamera, spielt dran rum, schießt ein Foto von sich. Das ist halt kein urheberrechtlich geschütztes Werk, weil es keine persönliche geistige Schöpfung ist, weil der Affe ist halt keine Person, also keine natürliche Person, deswegen urheberrechtlich nicht geschützt. Also man kann sich so ein bisschen merken, kein Urheberrecht ohne Urheber beziehungsweise Urheberin. Und hier haben wir halt nur den Affen. Der Affe ist keine natürliche Person, kann kein Urheber sein. So, und jetzt kann man das so ein bisschen übertragen auf KI. Und wenn man das macht, das habe ich jetzt mal hier getan, dass ich eine beliebige KI aufrufe. In dem Fall war das Adobe Firefly. Und da habe ich mal einen Prompt eingegeben, welchen natürlich ein Selfie von einem Affen. Und dann hat mir die KI dieses Bild hier erzeugt. Und jetzt ist die Frage, ist das eigentlich ein urheberrechtliches Werk? Ist das eigentlich eine persönliche geistige Schöpfung? Und dann müsste man jetzt konsequenterweise zu dem Ergebnis kommen, naja, das wäre es ja nur, wenn in diesem Bild irgendwie meine Individualität zum Ausdruck käme. Das tut sie aber nicht, weil das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe diese Anweisung gegeben. Also ich habe der Maschine gesagt, sie soll jetzt ein Bild generieren. Und in diesem Ergebnis, was da rauskommt, da steckt aber nicht meine Individualität drinnen, weil jeder und jede von uns hätte diesen sehr, sehr simplen Prompt ja auch formulieren können. Und da wäre vielleicht dasselbe Bild rausgekommen, vielleicht ein anderes Bild. Das hat aber mit unserer Persönlichkeit, mit unserer Individualität hat es nichts zu tun. Und deswegen ist immer der Grundsatz, von dem wir jetzt ausgehen, dass also KI-generierte Erzeugnisse als solche, sagt man, die sind eben grundsätzlich keine persönlichen geistigen Schöpfungen und damit auch keine Werke im Sinne des Urheberrechtsgesetzes. So, wer jetzt von Ihnen schon mal mit Juristen zu tun hatte, weiß, ja, die juristische Fachsprache, die zeichnet sich dadurch aus, dass sie immer auf den ersten Blick wie ein normales Alltagsdeutsch klingt, auf den zweiten Blick aber bestimmte Begriffe da immer so ein bisschen aufgeladen sind oder andere Bedeutungen haben. Und das gilt vor allem dann, wenn Juristen sagen, etwas ist grundsätzlich so. Das impliziert nämlich, also in der Alltagssprache versteht man da häufig drunter, es ist immer so, nicht bei uns Juristinnen und Juristen. Wenn wir sagen, etwas ist im Grundsatz so, dann meinen wir damit, es ist halt normalerweise so, aber es gibt auch Ausnahmen. Ja? Also kein Grundsatz ohne Ausnahmen. Und deswegen kann man sich also schon vorstellen, dass auch im Zusammenhang mit dem Einsatz generativer KI mal Urheberschutz denkbar ist. Da gibt es verschiedene Varianten, die man so bilden kann, also immer so im Kontext mit der Erstellung generativer KI. Und ich zeige Ihnen mal 3 Varianten, wie das vorstellbar ist. Und die erste Variante ist zum Beispiel, dass der Prompt für sich genommen, der kann natürlich ein urheberrechtlich geschütztes Werk sein, wenn er für sich genommen eine persönliche geistige Schöpfung ist, also wenn er ausreichend Individualität aufweist. Bei unserem Beispiel gerade mit dem Affen, da war der Prompt ein Selfie von einem Affen. Da muss man jetzt nicht das juristische Hochreck besteigen, um zu erkennen, das reicht wohl noch nicht, ja, für ein urheberrechtlich geschütztes Werk, diese paar Wörter. Das ist einfach das viel zu allgemein. Aber es gibt ja mittlerweile auch sehr ausgefuchste Prompts und es gibt mittlerweile ja sogar Lehrgänge, vielleicht auch in Studiengängen, die Sie haben, gibt es Lehrveranstaltungen zum Prompt Engineering, wo eben gelehrt wird, wie man wirklich ausführliche Prompts, wie man quasi diese Maschine, diese generative KI mit ausführlichen Prompts steuern kann. Und dann kann natürlich sein, dass mal so ein Prompt, also so eine menschliche Eingabe, dass die mal rechtlich geschützt ist. Allerdings, Vorsicht, Vorsicht,
Das heißt zwar, dass dieser Prompt geschützt ist, bedeutet nicht automatisch, dass dann auch der Output, der da erzeugt wird, urheberrechtlich geschützt wird. Das wäre nämlich nur dann der Fall, wenn also in diesem KI-Output dann tatsächlich auch wieder die Individualität des Promptenden zu erkennen ist. Und das kann schon mal sein, also ich würde das nicht ausschließen. In der Regel ist das aber nicht der Fall, weil in der Regel wird ja eine KI genau deswegen eingesetzt, weil ich möchte, dass die von einem Ausgangsszenario, was ich ihr schildere, dass die dann quasi generativ etwas erzeugt, was ich jetzt gerade nicht vorhergesehen habe, weil sonst hätte ich es ja auch gleich selbst schreiben oder malen oder sonst was können. Also das heißt, Prompts können schutzfähige Werke sein, aber der Schluss, dass ich bei einem schutzfähigen Prompt auch einen schutzfähigen KI-Output habe, den kann man so nicht in dieser Allgemeinheit ziehen. Was aber denkbar ist, und das ist der zweite Fall, und das ist ein Fall, der tatsächlich häufiger vorkommt. Es kann natürlich sein, dass ein KI-Output, dass bei einem KI-Output die KI selbst nur als Hilfsmittel eingesetzt wurde. Also man spricht dann von KI-unterstützten Werken oder von KI als Hilfsmittel. Und es gibt ein ganz simples Beispiel, wo das immer sehr schön deutlich wird, wie das funktioniert, das bei Übersetzungen. Also wenn ich einen deutschen Text schreibe und ich lasse den von einem KI-Tool, das können ja die ganzen LLMs können das ja, es gibt auch spezialisierte, also wie DeepL zum Beispiel. Wenn ich dann mir eine Übersetzung erstellen lasse, dann ist diese Übersetzung, dieser KI-Output, der ist ein rechtlich geschütztes Werk. Allerdings ist es nicht so, dass die Übersetzung sozusagen den Rechtsschutz begründet, sondern das ist deshalb so, weil in der Übersetzung auch das Originalwerk noch enthalten ist. Und das können Sie sich an einem simplen Alltagsbeispiel, wo das auch irgendwie total nachvollziehbar wird, können Sie sich das vorstellen. Stellen Sie sich vor, ein britischer Autor, britische Autorin hat irgendwie ein Buch geschrieben. Dieses Buch soll jetzt ins Deutsche übersetzt werden. Es ist natürlich so, dass dieser englische Originaltext, der ist für sich genommen ein urheberrechtlich geschütztes Werk, der auch EU-Austritt hin oder her in Deutschland Urheberschutz genießt. Und jetzt wird dieses Werk es soll jetzt in einer deutschen Übersetzung in Deutschland auf den Markt gebracht werden. Und jetzt können Sie mal selbst kurz in sich gehen, wessen Zustimmung werde ich da wohl brauchen, um die deutsche Übersetzung eines englischsprachigen Werkes als Buch auf den Markt zu bringen und diese Vervielfältigungsstücke dann in den Vertrieb geben zu dürfen. Da wird uns schnell klar, da werde ich natürlich irgendwie eine Zustimmung, ein Nutzungsrecht, wie auch immer brauchen von der ursprünglichen Autorin, weil es ist zwar eine deutsche Fassung des Textes, aber in diesem deutschen Text ist das Werk, das englischsprachige Originalwerk weiterhin enthalten. Und so ähnlich funktioniert das auch bei einer KI. Nur mit einer kleinen Besonderheit, wenn ich eine Übersetzung durch einen Menschen habe, dann habe ich letztlich zwei Werke, die so übereinander gelagert sind. Einmal das Originalwerk und dann die Übersetzung, also im urheberrechtlichen Sinne nennt man das eine Bearbeitung. Ich habe also ein Urheberrecht am Ausgangswerk und ich kann noch ein zweites Urheberrecht, ein sogenanntes Bearbeiterurheberrecht haben, des Übersetzers oder der Übersetzerin und die sind so ein bisschen so übereinander gelagert. Das ist möglich. Wenn ich halt eine KI einsetze, dann fällt dieses Bearbeiterurheberrecht weg, weil die KI selbst, die KI-Leistung ist rechtlich nicht geschützt. Okay, das ist der zweite Fall. Und der dritte Fall, den mache ich auch ganz kurz. Das ist ein Bild, was ich ganz gerne in dem Kontext immer zeige. Das ist ein Bild, das stammt, oder dieses Bild, wie wir es hier sehen, stammt aus einer Entscheidung des US Copyright Office, die schon ein bisschen älter ist, also die von 2023 stammt, also in KI quasi im KI-Zeitalter gemessen uralt sozusagen. Und die betrifft einen ganz interessanten und doch durchaus häufigen Fall, nämlich dass KI-Output bearbeitet wird. Also ich habe etwas, was die KI erzeugt hat. Das ist urheberrechtlich nicht geschützt, wie zum Beispiel das hier oben, was wir sehen, also dieses Mid-Journey-Bild. Das ist eben, da gehen wir jetzt davon aus, das ist so aus einem Prompt raus entstanden, urheberrechtlich nicht geschützt. Und jetzt haben wir halt einen Bearbeiter oder eine Bearbeiterin, die an diesem Werk, an diesem nicht geschützten Werk Veränderungen vornimmt und dann eine Art abgeleitetes Werk aus diesen nicht geschützten Veränderungen erzeugt. Und so etwas kann urheberrechtlich geschützt sein, wenn die Veränderungen, also wenn man das so isoliert betrachtet, ja, wenn die Veränderungen für sich genommen
ausreichend sind, um eine als persönliche geistige Schöpfung angesehen zu werden. Ne? Dann kann das ein urheberrechtlich geschütztes Werk sein, diese Bearbeitung. Hat hier, also nur zur Info übrigens, das Copyright Office verneint, hat gesagt, nein, diese Veränderungen, die wir hier sehen, die sind selbst wieder durch den Einsatz von weiteren KI-Tools, also von so einem Upscaler und Filtern und Ähnlichem sind die entstanden. Das reicht nicht aus. Man kann aber durchaus Konstellationen bilden, wo das anders aussähe, als wenn man zum Beispiel das Bild noch mal händisch nachbearbeitet oder sowas. Also können wir festhalten, KI-Output generell mal zunächst mal nicht rechtlich geschützt. Es können aber im Zusammenhang mit dem KI-Output Schutzrechte, vor allem Urheberschutz kann entstehen. Und zwar vor allem halt denkbar, wenn ich es zu tun habe mit den menschlichen, also der Prompt kann geschützt sein. Es kann sein, dass im KI-Output Teile des urheberrechtlich geschützte Teile des Inputs weiterhin enthalten sind. Das ist dann der Fall, wenn ich die KI nur als Hilfsmittel einsetze. Und der dritte Fall ist, ich lasse mir von der KI was generieren und bearbeite das dann, und zwar auf eine Art und Weise, dass es sich dabei handelt um eine persönliche geistige Schöpfung. So, und dann zum Abschluss möchte ich noch kurz darauf hinweisen, bevor wir dann zur Kennzeichnungspflicht möchte ich noch was sagen, aber zum Abschluss zu der Thematik möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass wir nicht vergessen sollten, dass das Urheberrecht natürlich nicht das einzige Schutzrecht ist, was es im Urheberrechtsgesetz gibt. Es gibt nämlich noch die sogenannten verwandten Schutzrechte. Und das würde jetzt zu weit führen, die hier alle vorzustellen, aber so ein bisschen vereinfacht kann man sagen, dass der Gesetzgeber neben dem allgemeinen Urheberrecht, das für alle persönlichen geistigen Schöpfungen gilt, egal ob das jetzt was für eine Art von Werk um was für eine Art von Werk es sich dabei handelt, neben diesem allgemeinen Urheberrecht hat der Gesetzgeber noch die sogenannten verwandten Schutzrechte geschaffen. Und bei den verwandten Schutzrechten handelt es sich um so punktuelle Schutzrechte, bei denen der Gesetzgeber gesagt hat, gut, das ist eine Leistung, die erfüllt jetzt nicht immer oder vielleicht sogar sehr häufig nicht die Anforderungen an urheberrechtlich geschütztes Werk, aber trotzdem besteht irgendwie ein Bedürfnis, dass da so ein Schutzrecht dran entsteht. Und ein Beispiel dafür sind etwa Lichtbilder, also Lichtbilder, die quasi fotografisch erzeugt wurden. Da hat der Gesetzgeber entschieden, okay, bei einem Lichtbild, also wenn ich da so ein Apparat und so einsetzen muss und ich habe einen Hersteller dieses Lichtbilds, der das irgendwie hergestellt hat, dann können diese Lichtbilder auch dann ein Leistungsschutzrecht und verwandtes Schutzrecht in Anspruch nehmen, wenn sie nicht die Schwelle zu einer persönlichen geistigen Schöpfung überschreiten. Und das kann dann zum Beispiel sein bei Aufnahmen von Überwachungskameras oder bei irgendwelchen technischen Aufnahmen, bei Versuchsaufbauten oder sonst irgendwas, die halt keine Werkqualität haben, aber die sind dann halt als Lichtbild geschützt. So, wenn man das mal so ein bisschen auf KI überträgt, könnte man zum Ergebnis kommen, dass bei manchen Leistungsschutzrechten, dass die einschlägig sind. Da ist aber die Diskussion in vollem Gange, kann man sagen. Also da ist es so, wenn man sich diese Leistungsschutzrechte durchschaut, gibt es so ein paar, wo man mit relativ gutem Gewissen sagen kann, okay, die kommen wohl nicht in Betracht. Zum Beispiel Lichtbildschutz. Da kann man ganz gut, finde ich, mit gutem Gewissen sagen, das kommt wohl nicht in Betracht, weil das setzt voraus, dass ich irgendwie mit elektromagnetischen Wellen irgendwas mache. Also Vorstellung hier ist halt, dass ich ein Fotoapparat oder irgendetwas habe, der irgendwie ein wirkliches Lichtbild, wie der Name ja schon sagt, aufnimmt. Bei KI ist es aber so, die KI fotografiert ja nicht, sondern die generiert etwas, was so aussieht wie ein Lichtbild, aber es ist keins. Das ist eigentlich eine Computergrafik, die da generiert wird. Und da hat man auch bisher schon gesagt, also Computergrafiken fallen da jetzt nicht zwingend drunter. Also da kann man so ein bisschen, kann man das so durchdeklinieren. Es gibt so ein paar, bei denen kann man drüber diskutieren, zum Beispiel beim sogenannten Leistungsschutzrecht für Filmhersteller. Da könnte man sich fragen, wenn ich Bewegtbilder mit KI erstelle, fallen die nicht unter das Leistungsschutzrecht für Filmhersteller. Aber da will ich Sie eher so ein bisschen darauf sensibilisieren. Das ist eine sehr offene Diskussion gerade. Okay, so. Bevor wir dann in die Diskussion einsteigen, würde ich jetzt gerne noch etwas zu den Kennzeichnungspflichten sagen. Und zwar würde ich da gerne mit Ihnen drüber sprechen. Was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt solchen KI-Output habe? Und zwar, wir unterstellen jetzt immer, dass der urheberrechtlich nicht geschützt ist, dieser KI-Output. Weil wenn er urheberrechtlich geschützt wäre, dann bräuchte ich erst eine Rechtsgrundlage für die Verwendung und dann gibt es eine urheberrechtliche Verpflichtung zur Quellenangabe und so weiter. Das lassen wir jetzt mal außen vor.
Wir haben jetzt also immer die Situation, ich habe einen urheberrechtlich nicht geschützten KI-Output, möchte den irgendwie verwenden. Und jetzt stellt sich die Frage, muss ich das nicht irgendwie kennzeichnen? Und als Beispiel können wir uns etwa dieses Affen-Selfie, das ich Ihnen vorhin gezeigt habe, mal nehmen. Also ein Bild, das ich von einer generativen KI habe erzeugen lassen. So, das Erste, was ich mich fragen müsste, ist, das habe ich hier links auf die Folie aufgenommen, es kann ja sein, dass es irgendwelche Nutzungsbedingungen von dem KI-Anbieter oder der Anbieterin gibt, die mich verpflichten, irgendwelche Angaben zu machen. Das kann natürlich sein. Das heißt, da könnten sich Pflichten ergeben, dass ich das irgendwie kennzeichnen muss oder dass ich irgendwie ein bestimmtes Logo anbringen muss oder wie auch immer. Das kann der Fall sein, ist es aber häufig nicht. Also häufig gibt es da keine bestimmten Vorgaben und das hängt dann wirklich vom KI-Anbieter ab. So, dann kann ich mich fragen, okay, kann sich vielleicht eine Kennzeichnungspflicht für mich ergeben, weil mir das die Hochschule irgendwie vorgegeben hat. Also weil es vielleicht eine Anweisung gibt oder weil es eine Vorgabe aus der Hochschule gibt. Also es ist denkbar, dass solche Kennzeichnungspflichten in KI-Richtlinien und Handreichungen enthalten sind oder dass sie sogar in die Studien- und Prüfungsordnungen aufgenommen sind. Wirklich eine verbindliche Kennzeichnungspflicht würde sich aber also eher aus den Studien- und Prüfungsordnungen bei den Prüflingen würde sich das ergeben. Das können wir später dann nochmal im prüfungsrechtlichen Teil nochmal ein bisschen thematisieren. Für Lehrende dagegen wird sich aus den Studien- und Prüfungsordnungen nichts ergeben und für Lehrende wird sich eine Kennzeichnungspflicht wohl auch nicht aus den Richtlinien und Handreichungen ergeben. Mal abgesehen davon, dass die das in der Regel gar nicht enthalten, Vorgaben, wie ich das in der Lehre mache. Und wenn sie das enthalten, sind das meistens Vorschläge und Richtlinien. Alles andere wäre auch so ein bisschen mit der Freiheit der Lehre ein bisschen schwierig, wenn ich da konkrete oder wenn die Hochschule da konkrete Weisungen gibt, wie in der Lehre Sachen gekennzeichnet werden müssen. Genau, dann kann es sein, das ist jetzt wieder eher der Fall für Prüflinge, also für den Einsatz von Prüflingen, dass sich eben aus konkreten Prüfungsvorgaben etwas ergibt, beispielsweise durch Prüferinnen, Prüfer. Auch das würde ich dann gerne später thematisieren, aber das ist jetzt für uns als Lehrende, ist das eher nicht der Fall. Dann, was natürlich sein kann, dass es sich für uns, und jetzt wird es relevanter im Bereich der Lehre oder im Bereich der Forschung, es kann natürlich sein, dass sich Kennzeichnungspflichten aus den Grundsätzen des wissenschaftlichen Arbeitens ergeben. Also da gibt es ja die DFG-Leitlinien und insbesondere gibt es da die Leitlinie 14, die sagt also Autorin, Autor ist, wer einen genuinen, nachvollziehbaren Beitrag zum Inhalt einer wissenschaftlichen Text-, Daten- oder Softwarepublikation geleistet hat. Das heißt also, daraus kann man ableiten, dass oder dass es jedenfalls schwierig ist, einen komplett KI-generierten Text zu veröffentlichen, ohne das irgendwie offen zu legen. Und daraus kann man aus meiner Sicht auch ableiten, dass man durchaus jedenfalls bei wissenschaftlichen Publikationen das offenlegen sollte, wenn die KI etwas generiert hat, bei dem man auch auf die Idee kommen könnte, das stammt sonst von einem Autor. Also das müsste man aus meiner Sicht dann offenlegen. Das gilt natürlich nicht für jeden KI-Einsatz. Also wenn die KI-Nutzung bei der Erstellung eines wissenschaftlichen Beitrags darin besteht, dass ich eine Textkorrektur oder eine Rechtschreibprüfung einsetze, das halte ich jetzt für nicht offenlegungspflichtig nach den Grundsätzen wissenschaftlichen Arbeitens, sondern es geht dann in erster Linie darum, wenn da wirklich was Generatives entstanden ist. So, eine Verpflichtung, die ist jetzt aber tatsächlich noch relevant für uns. Und zwar enthält die KI-Verordnung, auf die wir dann später auch noch zu sprechen kommen, enthält die KI-Verordnung eine Vorgabe für sogenannte Deepfakes. Und zwar findet sich da die Vorgabe im Artikel 50 Absatz 4, findet sich da die Vorgabe, dass Deepfakes gekennzeichnet werden müssen. Wenn man in die KI-Verordnung reinschaut, wir können das jetzt auch mal, ich stoppe mal ganz kurz die Freigabe und gebe ein zweites Fenster mal frei. Wenn man in die KI-Verordnung reinschaut, dann sieht man, dass Deepfakes etwas anderes ist als das,
was man manchmal so landläufig darunter versteht. Also hier ist diese Verpflichtung, das ist der Artikel 50 und im Absatz 4 sehen wir also, dass Betreiber eines KI-Systems, das Bild-, Ton- oder Videoinhalte erzeugt oder manipuliert, die ein Deepfake sind, die müssen dann offenlegen, dass die Inhalte künstlich erzeugt oder manipuliert wurden. Und jetzt können wir mal reinschauen, was ein Deepfake ist. Das ist nämlich definiert in der KI-Verordnung. Und üblicherweise versteht man so landläufig unter einem Deepfake, dass von einer real existierenden Person so ein Avatar geschaffen wird oder dass aus einem Video von einer real existierenden Person, dass das so verändert wird, dass man das Gefühl hat, diese Person sagt etwas, tut etwas, was sie gar nicht gesagt hat. Also meistens bezieht man das darauf. In der KI-Verordnung ist es definiert, dass Deepfake einen durch KI erzeugten oder manipulierten Ton- oder Videoinhalt meint, der wirklichen Personen, Gegenständen, Orten, Einrichtungen oder Ereignissen ähnelt und einer Person fälschlicherweise als echt oder wahrheitsgemäß erscheinen würde. Und daraus ergibt sich, dass also Deepfakes durchaus auch vorliegen können, wenn ich fotorealistische Bilder erzeuge mittels einer KI, wenn für die Betrachterin, den Betrachter der Eindruck entsteht, dass diese fotorealistischen Bilder, dass die also die Wirklichkeit darstellen. Also beispielsweise das Bild von dem Affen, was ich vorhin generiert habe. Da könnte man jetzt drüber streiten, ob das ein Deepfake ist. Auf der einen Seite sieht dieser Affe sehr echt aus. Man hat also das Gefühl, das ist ein echter Affe. Auf der anderen Seite hält er halt ein Handy in der Hand und macht gerade ein Selfie von sich, was jetzt kein typisches Verhalten für diese Tiere ist. Also da könnte man jetzt drüber streiten. Ich würde in einem solchen Fall im Zweifel immer eine Kennzeichnung machen und würde eben darauf hinweisen, dass es sich dabei um ein KI-generiertes Werk handelt. Und dann zum Abschluss noch der Vollständigkeit halber möchte ich noch auf eine Kennzeichnungspflicht hinweisen, die man auch noch im Blick behalten sollte. Das betrifft aber einen Sonderfall, und zwar aus dem Medienstaatsvertrag kann sich eine Kennzeichnungspflicht ergeben, wenn ich Anbieter von Telemedien bin in sozialen Netzwerken. Dann muss ich, wenn ich KI-generierte oder wenn ich so KI-Bots einsetze, dann muss ich das kennzeichnen, dass es sich dabei um KI-generierte Inhalte handelt. Das verstehe, also ich verstehe das zumindest so, dass damit gemeint ist, dass dieser Account selbst quasi als Bot funktioniert, also selbstständig postet. Damit wird nicht gemeint sein, dass wenn ich jetzt als Autor, also wenn ich jetzt auf X oder wenn ich auf einem sozialen Netzwerk einen Beitrag poste und ich habe da eine KI genutzt, die mir bei der Erstellung dieses Beitrags geholfen hat, dann habe ich das durchgelesen, nochmal verändert und in meinem Account gepostet, dann muss ich nach meiner Einschätzung dann nicht darauf hinweisen, sondern gemeint sind damit, dass es sich dabei eben um Accounts handelt, die KI-gestützt funktionieren. So, dann kommen wir nun zum zweiten Teil des Inputs und zwar zu den regulatorischen Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI-Tools an Hochschulen. Und dabei würde ich gerne wie folgt vorgehen. Ich würde Ihnen mal ganz kurz zeigen, was jetzt neu dazugekommen ist und dann würde ich gerne darauf hinweisen, was wir an regulatorischen Rahmenbedingungen auch weiterhin zu beachten haben, damit das nämlich nicht hinten runterfällt. Also steigen wir zunächst mal ganz kurz ein mit dem Hinweis zur KI-Verordnung. Das würde ich gerne ein bisschen kürzer halten, weil die meisten von Ihnen das im Prinzip schon kennen. Also wir haben jetzt eine KI-Verordnung. Ich sage gleich was zum Geltungsbereich und zum Inkrafttreten der KI-Verordnung. Aber kurz zum Hintergrund nochmal. Also wir haben jetzt eine Verordnung zur Regulierung der künstlichen Intelligenz im EU-Binnenmarkt oder in der EU. Und die KI-Verordnung, die verfolgt so eine Reihe von Zielen. Und zwar ist die zunächst mal, also dient die eben der Verbesserung der Funktionsfähigkeit. Das heißt also, das ist so ein typischer EU-Ansatz. Also die EU verfolgt eigentlich immer das Ziel, dass der EU-Binnenmarkt funktioniert. Und in dieses Ziel oder im Rahmen dieses Ziels wird eben auch die KI-Verordnung ausgerichtet. So, dabei ist es so vom Verständnis, also so finde ich eigentlich ein schönes Verständnis von der KI-Verordnung, sollte man sich klar machen, die KI-Verordnung verfolgt letztlich den Zweck oder hat letztlich den Hintergrund, dass die EU davon ausgeht, dass eben künstliche Intelligenz ein Produkt ist, das gewisse Risiken mit sich bringt.
Und immer dann, wenn Produkte bestimmte Risiken mit sich bringen, dann gibt es ein regulatorisches Interesse daran, dass man diese Risiken irgendwie einfängt. Also, dass man dafür sorgt, dass dieses Produkt sicher funktioniert. Ja, deswegen gibt es beispielsweise für Kraftfahrzeuge umfangreiche Vorschriften, die eben das Produktsicherheitsrecht bei Kraftfahrzeugen betreffen. Also da gibt es dann halt bestimmte Zulassungen, da gibt es bestimmte Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Und damit soll halt sichergestellt werden, dass Kraftfahrzeuge, die halt potenziell immer dass die Gefahr in sich tragen, dass es da zu schweren Unfällen kommt, dass halt bei den Kraftfahrzeugen, bei diesen Maschinen, bei diesen Produkten dieses Risiko minimiert wird. So und so ähnlich geht die EU auch die KI-Regulierung an. Also man geht davon aus, dass KI ein Tool ist, eine Technologie ist, die gewisse Risiken mit sich bringt. Und diese Risiken sollen nun, und zwar einheitlich innerhalb der EU, sollen diese Risiken reguliert werden. Und das ist fürs Verständnis der KI ist das ganz wichtig. Und so ein typisches Risiko, was die KI beispielsweise oder was man beispielsweise bei der KI sieht, ist, dass es sein kann, dass wenn ich die KI eben mit Daten trainiere, in denen bestimmte Vorurteile enthalten sind, dass es dann durch die KI zur Reproduktion von Vorurteilen kommen kann. Also wenn ich beispielsweise eine KI trainiere, darauf, wir hatten vorhin eine Frage aus dem Schulbereich, wenn ich jetzt eine KI gezielt darauf trainieren möchte, wie bestimmte schulische Leistungen bewertet werden und ich füttere die jetzt mit einer Unmenge von Daten, aber in diesen Daten ist ein Bias enthalten, weil zum Beispiel Schülerinnen und Schüler eines bestimmten Geschlechts anders bewertet werden aufgrund ihres Geschlechts oder weil beispielsweise Schüler nach ihrem Namen oder nach der Herkunft oder dem Elternhaus unterschiedlich beurteilt werden. Und wenn ich jetzt eine KI mit diesen sozusagen schlechten Daten füttere, dann kann es sein, dass das KI-Ergebnis, dass das dann diesen Bias, also diese Vorurteile reproduziert. Und das ist halt eine gewisse Gefahr. Und da möchte die KI-Verordnung sicherstellen, dass beispielsweise dieser Gefahr begegnet wird. Deswegen gibt es bestimmte Anforderungen an die Anbieter und Betreiber von KI-Modellen und KI-Systemen. Also so sollte man sich das am besten vorstellen und deshalb auch diese Einordnung in die verschiedenen Risikokategorien, die wir dann übrigens im nächsten Input uns ein bisschen anschauen werden. Von der Grundidee ist es aber so, dass also die KI-Verordnung eben diese Produktsicherheitscharakter hat und bei der Regulierung davon ausgeht, dass ein sogenannter risikobasierter Ansatz verfolgt wird. Es wird also zwischen verschiedenen KI-Typen wird unterschieden und je nachdem, welches Risiko die mit sich bringen, desto höher sind dann die regulatorischen Anforderungen. Und das ist was, ich sag mal so, die Älteren von uns kennen das schon aus der Datenschutzgrundverordnung, die funktioniert so ein bisschen ähnlich. Also die hat auch so einen risikobasierten Ansatz. Auch da gilt ganz häufig, je höher das Risiko für die betroffenen Personen bei einer Datenverarbeitung ist, desto höher sind die regulatorischen Anforderungen an den Datenschutz. Also das heißt, wenn es beim Datenschutz zum Beispiel um besonders sensible personenbezogene Daten geht, dann ist das alles wesentlich strenger, als wenn es um personenbezogene Daten geht, die eben nicht so sensibel sind. So, das vorneweg geschickt, kurz was zum Geltungsbeginn. Also die Verordnung ist jetzt ein gutes Jahr, ist die in Kraft seit 1.8.2024 und der Geltungsbeginn ist gestaffelt. Also wir befinden uns jetzt gerade im Bereich, dass die grundsätzliche Vorschriften schon in Kraft getreten sind, also zum Beispiel das Verbot von den KI-Systemen mit unzumutbarem Risiko. Es gibt auch schon die Vorgabe für die sogenannte KI-Kompetenz, die vermittelt werden muss. Zum 2.8. sind jetzt die Vorgaben zur sogenannten General Purpose AI in Kraft getreten. Und der nächste Schritt wird jetzt sein, in ungefähr einem Jahr, nicht ganz, so in 10 Monaten, am 2.8.26 werden dann alle übrigen, also fast alle übrigen Regelungen in Kraft treten, vor allem zur Hochrisiko-KI nach dem Anhang 3. Und dann gibt es nochmal eine bestimmte Art von Hochrisiko-KI, da ist das nochmal um ein Jahr vorausgeschoben. So, diese Kategorien schauen wir uns später kurz an. Ich möchte aber jetzt in diesem Teil kurz darauf eingehen,
welche Stellung die Hochschulen da haben und welche Vorgaben wir beachten müssen. Und es gibt so eine ganz zentrale Schaltstelle, die man bei so regulatorischen Rahmenbedingungen sich immer fragen muss, nämlich welche Stellung hat eigentlich eine Hochschule in diesem gesamten System. So, ne, Sie sehen jetzt schon, bei der Frage der Stellung, da kommen jetzt zwei regulatorische Rahmenbedingungen vor, nämlich zum einen die KI-Verordnung und zum anderen die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung. Und ich möchte die beiden gerne so ein bisschen parallel immer betrachten, weil man aktuell ein bisschen dazu neigt, sehr stark auf die KI-Verordnung zu schauen und zu sagen, oh, ist es denn ein Hochrisikosystem? Sind wir da Betreiber? Nein, beides nicht der Fall. Und Gott, zu Glück, ja, da haben wir jetzt aber Glück gehabt, dann können wir ja machen, was wir wollen. Aber so einfach ist es halt nicht, weil es ja sein kann, dass wir trotzdem datenschutzrechtliche Vorgaben berücksichtigen müssen. So, bei der KI-Verordnung unterscheidet man zwischen zwei Kategorien sozusagen von Institutionen. Also es gibt zum einen die Anbieter und zum anderen gibt es die Betreiber. Man unterscheidet dann nochmal bei dem, was angeboten wird zwischen KI-Systemen und KI-Modellen. Kann man sich so ein bisschen vorstellen. Also das KI-Modell, das ist sozusagen der zugrunde liegende Algorithmus oder das zugrunde liegende statistische Modell oder wie auch immer man sich das vorstellt, eines KI-Systems, mit dem man aber per se noch nicht so viel anfangen kann. Das liegt da halt sozusagen irgendwo rum. Das ist dann ein KI-Modell und ein KI-System ist dann etwas, womit man dieses Modell sozusagen in die Praxis bringt. Also zum Beispiel durch ein User-Interface, die Möglichkeit hat, mit diesem Modell zu interagieren. So, und da gibt es eben den Begriff des Anbieters. Das ist jede natürliche Person oder ein bisschen verallgemeinert. Das ist, wenn man ein KI-System oder ein KI-Modell mit allgemeinem Verwendungszweck entwickelt oder entwickeln lässt und es unter eigenem Namen oder der Handelsmarke in Verkehr bringt oder das KI-System unter dem eigenen Namen oder der Handelsmarke oder der eigenen Handelsmarke in Betrieb nimmt, sei es entgeltlich oder unentgeltlich. Also da geht es vor allem darum, dass man Anbieter ist man vor allem dann, wenn man eben ein solches System sozusagen in den Verkehr bringt, also wenn man dieses System beispielsweise für andere lizenziert. OpenAI beispielsweise wird Anbieter von ChatGPT sein. Und dann gibt es noch den Begriff des Betreibers oder der Betreiberin. Das ist, wer ein KI-System in eigener Verantwortung verwendet, es sei denn, das KI-System wird im Rahmen einer persönlichen und nicht beruflichen Tätigkeit verwendet. Also das heißt, Betreiber kann jeder sein, der ein KI-System in eigener Verantwortung verwendet. Das kann und das wird sehr häufig eine Hochschule als Institution sein, wenn sie ein bestimmtes System den Mitarbeitenden oder auch den Studierenden zur Verfügung stellt. Es ist aber auch denkbar, dass Einzelpersonen, die ein System verwenden, dass die dann Betreiber sind. Und diese beiden Begrifflichkeiten, die gilt es immer bei der KI-Verordnung so ein bisschen auseinanderzuhalten, weil nämlich das werden wir später sehen, auch bei der Hochrisiko-KI, weil es nämlich sein kann, dass bestimmte Pflichten, die betreffen halt dann die Anbieter von KI-Systemen und es gibt Pflichten, die treffen die Betreiber von KI-Systemen. Und je nachdem, in welcher Rolle man sich da gerade befindet, muss man eben unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Und sehr häufig ist es so, dass die Anbieterpflichten, die sind häufig schwieriger zu erfüllen. Bei den Anbieterpflichten ist es häufig so, da muss ich einen gewissen Einblick haben, wie das KI-System funktioniert, damit ich eben diesen regulatorischen Vorgaben nachkommen kann. Und das ist häufig gar nicht so einfach. So, dann gibt es noch die DSGVO. Und bei der DSGVO ist es so, da gibt es auch so etwas Ähnliches. Da gibt es den Begriff des Verantwortlichen oder der Verantwortlichen. Und da sagt man, also im Datenschutzrecht ist eine Person oder Institution dann als Verantwortliche einzustufen, wenn diese Person oder Institution über Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung entscheidet. Das ist ein
ganz wichtige Schaltstelle im Datenschutzrecht, weil sobald ich sagen kann, dass eine bestimmte Person oder Institution datenschutzrechtlich verantwortlich ist, muss diese Person oder Institution dann halt den datenschutzrechtlichen Pflichten nachkommen. So, jetzt kann es sein im Datenschutzrecht, dass man das mal alleine macht, dann entscheidet man alleine und es gibt noch die Möglichkeit, dass wir gemeinsam Verantwortliche haben, die das dann halt, die das zusammen machen und da brauche ich dann eine Vereinbarung, die da geschlossen sein muss, nennt man häufig auch ein Controller-to-Controller-Agreement, was man da braucht. Also die arbeiten dann zusammen. Die Besonderheit, wir müssen jetzt nicht so tief einsteigen, aber die Besonderheit bei einer gemeinsamen Verantwortlichkeit ist immer, dass man quasi sehr schnell auch für den Gesamtvorgang der Datenverarbeitung verantwortlich ist. Das heißt, man muss dann möglicherweise auch Pflichten erfüllen, die sich auf etwas beziehen, was der andere Partner oder die andere Partnerin vornimmt. Und das kann dann in der Praxis zu Schwierigkeiten führen. Und dann gibt es noch die sogenannte Auftragsverarbeitung. Und bei der Auftragsverarbeitung ist es so, dass ich an sich verantwortlicher bin, aber ich möchte diese Datenverarbeitung oder ich kann diese Datenverarbeitung selbst nicht vornehmen. Und deswegen beauftrage ich jemand anderen für mich, und zwar weisungsgebunden, diese Verarbeitung personenbezogener Daten vorzunehmen. Und dazu wird ein Auftragsdatenverarbeitungsvertrag geschlossen, in dem eben die Rahmenbedingungen für diese Zusammenarbeit geregelt werden. Und das kommt in der DSGVO oder in der Hochschulpraxis kommt das super häufig vor. Ja, also alle Hochschulen, die wir hier quasi vertreten haben, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit eine signifikante Anzahl an solchen Auftragsdatenverarbeitungsverträgen mit irgendwelchen Dienstleistern geschlossen haben, weil viele Sachen eben die Hochschulen selbst nicht leisten können. Ein schönes Beispiel ist gerade etwa das Videokonferenzsystem, das wir hier gerade verwenden, das eben durch einen Dienstleister betrieben wird und die Hochschulen dann mit diesem Dienstleister eben Verträge geschlossen haben, die eben die Nutzung dieses Videokonferenzsystems betreffen. So, das mal so vorne weggeschickt. Sie merken, es ist komplex und wir werden da jetzt nicht im Detail drauf eingehen können. Ich möchte jetzt im Folgenden noch einen kurzen Input zum Datenschutz geben, bevor wir zu den Fragen kommen. Diese Frage mit KI-Verordnung schieben wir dann in den nächsten Punkt. Worauf ich noch hinweisen möchte, sind zwei Publikationen, die jetzt sehr, sehr aktuell sind. Einmal aus dem Juli, einmal aus dem August 2025, einmal auch hier aus Baden-Württemberg auf der rechten Seite, wo es genau um diese Anbieter- und Betreiberpflichten geht. Und auf der linken Seite haben wir das Rechtsgutachten, das jetzt gerade in Nordrhein-Westfalen veröffentlicht wurde, wo es generell um die Bedeutung der KI-Verordnung für Hochschulen geht, wo eben auch diese ganze Thematik Anbieter, Betreiber behandelt wird. Und dann möchte ich noch auf eine weitere Publikation hinweisen, auch wieder aus Baden-Württemberg, wo es eben um die spezifischen datenschutzrechtlichen Fragen geht, die sich im Zusammenhang mit der KI-Verordnung oder die sich generell im Zusammenhang mit KI stellen. So, und jetzt möchte ich gerne einmal so ein bisschen durchgehen, dass wir kurz mal so ein paar datenschutzrechtliche Basics durchgehen zum Einsatz von KI-Tools. Und dass wir uns kurz dazu austauschen, welche Schwierigkeiten da eben auftauchen können. Und dann ist wieder die Fragerunde geöffnet und dann gehen wir als nächstes in diesen Bereich Hochrisiko-KI rein. Also ich stelle Ihnen das kurz vor. Beim Datenschutz, Verhältnis Datenschutz und KI-Verordnung, da ist die KI-Verordnung relativ klar. Und zwar sagt die KI-Verordnung, sie ersetzt nicht die datenschutzrechtlichen Regelungen, sondern sie ergänzt die. Das bedeutet also, wenn ich ein KI-Tool einsetze, beispielsweise im Zusammenhang mit einem Lernmanagementsystem und es werden in diesem Zusammenhang personenbezogene Daten verarbeitet, muss ich immer auch an den Datenschutz denken. Also ich kann das nicht isoliert über die KI-Verordnung machen. So, datenschutzrechtlich brauche ich immer eine Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung. Also das heißt, sobald ich irgendwie personenbezogene Daten habe, die im Zusammenhang mit einem KI-Tool verarbeitet werden sollen, muss ich eine Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung schaffen. So, Achtung, jetzt kommt wieder ein grundsätzlich, denn es ist nämlich so, grundsätzlich dürfen personenbezogene Daten nicht verarbeitet werden,
es sei denn, ich finde irgendwie eine Rechtsgrundlage, die mir das erlaubt. Also Grundsatz ist, ich darf es eigentlich nicht machen als Hochschule. Ausnahme, ich finde eine Rechtsgrundlage, die mir eine Datenverarbeitung erlaubt. Beispiel, dass klar wird, wie das funktioniert. Also zum Beispiel eine Verarbeitung personenbezogener Daten an Hochschulen findet beispielsweise statt im ganzen Prüfungswesen. Ja, also irgendwo bei den Hochschulen gibt es immer eine Notenverwaltung und da werden für alle Studierenden die Noten dokumentiert. Das ist natürlich eine Verarbeitung personenbezogener Daten. Warum darf ich das machen als Hochschule? Weil es eine Rechtsgrundlage dafür gibt. Und zwar, die Rechtsgrundlage sieht meistens so aus. Die Datenschutzgrundverordnung sagt, öffentliche Stellen dürfen personenbezogene Daten verarbeiten, wenn das Teil ihrer öffentlichen Aufgaben ist und dazu erforderlich ist. Dann gibt es in den jeweiligen Landeshochschulgesetzen eine Vorschrift, die sagt, wenn ihr als Hochschule personenbezogene Daten in einem bestimmten Kontext verarbeiten müsst, um euren Aufgaben nachzukommen, dann dürft ihr das tun. Das heißt, über die DSGVO, das Landeshochschulgesetz und das Landesdatenschutzgesetz kann ich eine Rechtsgrundlage finden für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Erstellung von Zeugnissen beispielsweise. So, und genauso müsste ich das jetzt auch bei KI machen. Das heißt, ich muss mich fragen, wie kriege ich das hin, dass ich auch bei der Nutzung von KI eine solche Rechtsgrundlage finde. Da kann man drüber nachdenken, ob man nicht sagt, okay, bei der Nutzung von KI mache ich das halt mit einer Einwilligung. Das heißt, ich frage halt einfach die Studierenden, ob sie damit einverstanden sind, dass ihre personenbezogenen Daten in einem bestimmten Kontext genutzt werden. Kann man machen, ist allerdings immer mit gewissen Schwierigkeiten behaftet, weil solche Einwilligungslösungen, die funktionieren nur dann, wenn ich auch Freiwilligkeit gegeben habe. Also das heißt, eine Einwilligung kann ich freiwillig, kann nur wirksam sein, wenn ich sie freiwillig einhole, und ich muss transparent informieren darüber, wie die personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Und das ist bei KI-Nutzung häufig schwierig, weil ich häufig schon Schwierigkeiten mit der Transparenz habe und dann häufig auch mit der Freiwilligkeit. Also wenn ich beispielsweise Studierenden ich stelle denen ein KI-Tool zur Verfügung und ich sage, hier ist die Einwilligungserklärung, zur Nutzung der personenbezogenen Daten. Und dann kommen irgendwelche Dozierenden und sagen, ach übrigens, bei mir in der Vorlesung, da gebe ich Ihnen jetzt allen eine Aufgabe, die Sie bitte mit dem KI-Tool der Hochschule lösen. Dann habe ich schon eine Schwierigkeit mit der Einwilligung, weil die Studierenden dann quasi nicht mehr keine Freiwilligkeit mehr gegeben ist, wenn ich eben, um diesen Kurs zu durchlaufen, diese Einwilligung abgeben muss. Also das heißt, Einwilligung kann man machen als Rechtsgrundlage, ist aber nicht unbedingt zu empfehlen. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man eine Rechtsgrundlage so herstellt, wie ich das gerade für das Prüfungswesen schon, das klassische Prüfungswesen geschildert habe. Das wird in vielen Bereichen, wird das auch im Zusammenhang mit Lehre und Prüfungen funktionieren, auch für den Einsatz von KI. Also das ist durchaus denkbar. Und dann nur der Vollständigkeit halber gibt es auch das berühmte berechtigte Interesse. So, jetzt nehmen wir mal an, eine Hochschule möchte jetzt also KI-Tools einsetzen, möchte beispielsweise den Studierenden einen Chatbot oder halt ChatGPT oder ähnliches zur Verfügung stellen. Und zwar so, dass das auch in der Lehre genutzt werden kann. Also versuchen wir das mal so ein bisschen durchzudeklinieren. Erste Frage, die sich stellt, wenn die Hochschule das macht, ist sie dann eigentlich datenschutzrechtlich verantwortlich? Oder könnte man nicht sagen, naja, die Studierenden nutzen das doch? Also da wird man zum Ergebnis kommen, wenn die Hochschule das allen Studierenden zur Nutzung in der Lehre zur Verfügung stellt, dann wird wird die Hochschule wohl verantwortlich für die Datenverarbeitung sein, weil sie entscheidet ja über das Mittel der Datenverarbeitung, nämlich den Chat, also nämlich ChatGPT, und sie entscheidet auch über den Zweck der Datenverarbeitung. Also das heißt, das wird sie machen, sie ist verantwortlich. Jetzt unterstellen wir mal, wir finden eine Rechtsgrundlage, dass ich das als Hochschule machen darf. Also das halte ich auch für durchaus realistisch, dass das darstellbar ist. Und jetzt ist aber die Frage, welche Grundsätze muss jetzt eigentlich die Hochschule, wenn sie das macht, erfüllen?
Und da gibt es eben eine ganze Reihe an Grundsätzen, die die Hochschule beachten muss. Und der wahrscheinlich wichtigste Grundsatz, auf den die Hochschule achten müsste, ist, dass ich halt gewisse Informationspflichten habe. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass ich die Studierenden transparent darüber informiere, was denn bei der Verarbeitung personenbezogener Daten passiert. Und das ist beim Einsatz von Drittanbietern, kann das sehr tricky werden, wenn nämlich die Drittanbieter nicht transparent darüber sind, was beispielsweise mit den Prompts passiert oder welche personenbezogenen Daten da gespeichert werden. Also das heißt, da gibt es dann eine gewisse Herausforderung für die Hochschulen. Es gibt aber auch Lösungen, wie man diesen Herausforderungen ganz gut begegnen kann, beispielsweise indem man so Schnittstellen verwendet, wie sie beispielsweise Hawkey oder ähnliches anbieten, wo ich dann eine sehr datenschutzfreundliche Lösung habe, weil eben personenbezogene Daten der Studierenden im Prinzip gar nicht die Hochschulinfrastruktur verlassen und nach außen immer nur ein einheitlicher Hochschulaccount mit diesem Drittanbieter kommuniziert. Okay, ich will das jetzt nicht überstrapazieren. Mir geht es nur darum, dass ich Ihnen kurz zeige, wenn wir also KI-Tools einsetzen, müssen wir bestimmte datenschutzrechtliche Regularien einhalten. Und es ist auch so, dass wir bei diesen datenschutzrechtlichen Regularien, dass es mal sein kann, dass es sogar höhere Anforderungen aus dem Datenschutz gibt, als wir das aus der KI-Verordnung sehen. Das betrifft beispielsweise den Fall der sogenannten automatisierten Entscheidungen. Also wenn ich beispielsweise eine Korrektur und eine Notenvergabe durch ein KI-System durchführen lasse, dann müsste ich auf jeden Fall hier auch an den Artikel 22 DSGVO denken. Dann sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn ich ein KI-System einsetze und dabei personenbezogene Daten verarbeitet werden, dass die Studierenden da auch gewisse Betroffenenrechte haben. Also sie können auch beispielsweise Auskunft von mir verlangen über die gespeicherten personenbezogenen Daten. Und dann habe ich noch eine weitere Besonderheit, wenn eine Datenverarbeitung stattfindet außerhalb der EU bzw. des europäischen Wirtschaftsraums, dann habe ich noch diese Problematik, die ich bei allen anderen Tools, vor allem von US-amerikanischen Anbietern, auch immer habe, dass ich eben schauen muss, ob auch dieser sogenannte Drittlandtransfer möglich ist. Genau, also das mal so vorneweg geschickt. Eine Sache ist mir dabei jetzt noch wichtig und dann gehen wir gleich in die Diskussion wieder. Sie sehen also, dass beim Einsatz von KI-Tools, so wie beim Einsatz letztlich aller oder fast aller Tools, die wir irgendwie in der Lehre einsetzen, dass das da durchaus oder da durchaus datenschutzrechtliche Verpflichtungen mit einhergehen. Und für Sie als Lehrende ist es das eigentlich höchste Ziel sollte für Sie als Lehrende sein, dass auf keinen Fall die Situation eintritt, dass Sie selbst als Lehrende als datenschutzrechtlich Verantwortliche angesehen werden, sondern dass die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit bei der Hochschule liegt. Und deswegen ist mein Appell, den ich an dieser Stelle immer wieder wiederhole, ist der, dass Sie daher in der Lehre nur diejenigen Tools einsetzen und nur diejenigen Tools zur Verarbeitung personenbezogener Daten verwenden, die von der Hochschule freigegeben sind. Weil nämlich die Hochschule in diesem Fall dann eben verantwortliche Stelle ist, weil sie entscheidet über Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung. Und dann, wenn es datenschutzrechtliche Verpflichtungen gibt, die erfüllt werden müssen, dann muss die Hochschule diese datenschutzrechtlichen Verpflichtungen erfüllen. Und die kann das jedenfalls besser als Sie als individueller Lehrender. Deswegen ist da immer mein Appell, also wenn Sie KI in der Lehre einsetzen wollen, damit meine ich jetzt nicht, dass Sie individuell sich mal ein Bild erstellen lassen, das Sie dann in eine Präsentation einfügen, sondern damit meine ich, dass Sie zum Beispiel Ihre Studierenden mit KI arbeiten lassen. Dann machen Sie das nur mit den Tools, die Ihnen von der Hochschule zur Verfügung gestellt werden. Also machen Sie da keinen Alleingang, eben um zu verhindern, dass man irgendwann zu dem Schluss kommt, ja, datenschutzrechtlich verantwortlich ist hier aber die Lehrperson, weil die hat nämlich über Mittel und Zweck der Datenverarbeitung entschieden. Also das ist ein ganz wichtiger Appell an dieser Stelle. Dann wollen wir uns nun im nächsten Input-Teil kurz mal der Frage nach den prüfungsrechtlichen Herausforderungen widmen, die sich deshalb jetzt auch gerade gestellt hat, weil aus dem teilnehmenden Kreis eine Frage kam, wie denn eigentlich der Einsatz von KI-Detektoren zu beurteilen ist. Und ich möchte den Punkt ein bisschen kürzer
halten und möchte nur so ein paar Basics als Grundlage dann für die Diskussion einbringen. Das Erste, was ich mal kurz aufwerfen möchte bei der Gelegenheit, ist die Geschichte, wie sieht es eigentlich generell aus mit KI-Tools in Prüfungsordnungen und Prüfungen. Jetzt kann man sich immer fragen, was ist eigentlich, wenn ein KI-Tool, also zum Beispiel ChatGPT oder zum Beispiel Adobe Firefly oder Gemini oder was auch immer, von Studierenden in einer Prüfung eingesetzt wird, dann müsste man zunächst mal, wird man zum Schluss kommen, naja gut, das wird wohl ein Hilfsmittel sein, was die Studierenden da einsetzen. Vergleichbar, wie ich auch bei einer mathematischen Aufgabe, ich kann die im Kopf rechnen, ich kann die irgendwie auf dem Papier rechnen mit einer Hilfsrechnung oder ich kann halt einen Taschenrechner verwenden und je nachdem, welches Mittel ich einsetze, ist das eben einfacher oder schwieriger. Also das sollte man sich zunächst mal vor Augen führen. Und jetzt ist die Frage, na, wie sieht es eigentlich aus generell mit Hilfsmitteln und wie sieht es eigentlich aus mit dem Prüfungsgegenstand? Da muss man immer zunächst mal festhalten, naja, grundsätzlich ist es mal so, kennen wir jetzt auch schon ein bisschen, im Grundsatz ist es so, dass die Prüfenden über den Prüfungsgegenstand und über die Hilfsmittel bestimmen. Das heißt, das wird im Grundsatz jedenfalls irgendwie durch die Prüfenden wird das festgelegt. Jetzt kann man sich fragen, wie ist dabei der Umgang mit Hilfsmitteln? Und dabei lohnt es sich, immer eine grundsätzliche Differenzierung zu machen. Und zwar differenzieren wir bei Hilfsmitteln danach, ob es sich handelt um eine beaufsichtigte Prüfung oder um eine unbeaufsichtigte Prüfung. Bei einer beaufsichtigten Prüfung, Klassiker, halt die Klausur, da ist es so, da gilt der Grundsatz, Hilfsmittel sind grundsätzlich unzulässig, es sei denn, sie sind zugelassen worden und je nachdem, wie das dann in der Prüfungsordnung ausgestaltet ist das dann meistens so, dass das durch die PK oder also durch die Prüfungskommission oder durch sonst irgendjemanden eine Hilfsmittelliste erstellt wird und es dürfen dann in einer beaufsichtigten Prüfung eben nur die Hilfsmittel verwendet werden, die zugelassen werden. Also Taschenrechner zum Beispiel darf ich halt in einer Klausur grundsätzlich nicht benutzen, weil es ein Hilfsmittel ist. Es sei denn, der Taschenrechner ist zugelassen. Oder für juristische Klausuren, normalerweise müsste ich in eine juristische Klausur vollkommen blank reingehen, also blank im Sinne von, ich habe halt nur einen Stift und ein Papier dabei. Das macht aber in der juristischen Klausur immer wenig Sinn. Deswegen sind als Hilfsmittel in juristischen Klausuren sind Gesetzestexte zugelassen. Und je nachdem, wo man sich befindet, ist das dann manchmal sehr detailliert, bestimmte Ausgaben, manchmal eher so an den HAWs ist es so, dass bestimmte Gesetze zugelassen werden und es dann den Studierenden freisteht, wie sie sich die besorgen und dann auch Ausdrucke mitbringen können oder wie auch immer. Also jedenfalls ist es so, dass von der Hochschule aus, von den Prüfenden aus, dann eine Entscheidung darüber erfolgt, wie es denn aussieht mit den Hilfsmitteln. So, bei unbeaufsichtigten Prüfungen, also vor allem bei den Abschlussarbeiten, da dreht sich das ein bisschen. Da ist es nämlich so, bei den unbeaufsichtigten Prüfungen, dass Hilfsmittel ja sogar eingesetzt werden sollen. Also stellen Sie sich mal die Situation vor, dass eine Bachelorarbeit geschrieben werden soll, die in der Prüfungsordnung, das soll eine eigenständige wissenschaftliche Leistung sein. Und jetzt kommt da jemand und gibt eine Bachelorarbeit ab und die enthält, ganz offensichtlich hat diese Person nicht einmal eine Recherche gemacht, ist auch nie in der Bibliothek gewesen, hat nie in ein Fachbuch geschaut, sondern hat einfach durch bloßes Nachdenken eine 50-seitige Bachelorarbeit verfasst. So, und wenn diese Arbeit abgegeben würde, die wirklich nur auf dem Nachdenken der Studierenden beruht, dann würde man sich zu Recht fragen, sag mal, was soll das? Warum haben Sie denn keine Fachliteratur zurande gezogen? Warum haben Sie denn nicht mal irgendwie eine vernünftige Recherche angestellt? Warum haben Sie sich nicht über den Stand der Wissenschaft in diesem Bereich informiert und das entsprechend verarbeitet? Das heißt also, bei einer Bachelorarbeit ist es sogar so, da erwarten wir von den Studierenden, dass sie natürlich Hilfsmittel verwenden. Also die sollen in die Bibliothek gehen, die sollen Bücher verwenden, die sollen im Internet recherchieren. Das erwarten wir von denen. Und die Grenze sozusagen, bis zu der man Hilfsmittel verwenden kann, die ergibt sich dann meistens aus der
Studien- und Prüfungsordnung oder aus der allgemeinen Prüfungsordnung, je nachdem, wie das bei Ihnen funktioniert, ist es dann so, da wird immer irgendwo stehen, es muss sich um eine eigenständige wissenschaftliche Leistung handeln und es wird immer eine Pflicht geben, dass die benutzten Quellen, ich habe das mal jetzt diese Begriffe mal in Anführungszeichen gesetzt, dass die anzugeben sind. Also das heißt, auch ohne KI habe ich also diese Differenzierung zwischen beaufsichtigter und unbeaufsichtigter Prüfung. Und bei einer unbeaufsichtigten Prüfung gehe ich da ganz offensichtlich anders ran an das Thema, sondern da frage ich mich also eher, ist das noch eine eigenständige Leistung? Und ich frage mich, handelt es sich dabei um eine Quelle, die nach der Prüfungsordnung anzugeben ist? Und die Frage, in welchem Umfang ich jetzt Quellen angeben muss oder nicht, das bestimmt sich dann sehr häufig auch nach der entsprechenden Fächerkultur. Und beispielsweise ist es so, dass es bestimmte Hilfsmittel oder Quellen gibt, die man üblicherweise nicht angibt in einer Bachelorarbeit. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Also stellen Sie sich so einen etwas planlosen Studierenden vor, der jetzt gerade anfängt, seine Bachelorarbeit zu schreiben und halt wirklich einfach keine Ahnung hat, wie er da rangehen soll. Ja, und jetzt marschiert der sozusagen in die Hochschulbibliothek rein und da an der Theke, da sitzt die Frau Müller, die Chefbibliothekarin, und jetzt geht er zu der hin und sagt, hallo Frau Müller, ich muss Ihnen was gestehen, ich muss da so eine Arbeit schreiben, aber ich habe nicht den blassesten Schimmer. Da geht es irgendwie um, keine Ahnung, Thermodynamik. Und ich muss da jetzt irgend so einen allgemeinen Teil schreiben, aber ich weiß wirklich nicht, wie ich das machen soll. Und dann wird ihm die Chefbibliothekarin vielleicht sagen, so, gut, dass Sie so weit offensichtlich durchs Studium gekommen sind, ohne zu wissen, wie man eine Bibliothek bedient. Aber ich zeige Ihnen das jetzt mal. Ich erkläre Ihnen das jetzt mal. Wenn Sie ein Grundlagenwerk suchen, dann suchen Sie dieses und jenes. Und wie es der Zufall so will, weiß ich sogar, wo die Grundlagenwerke bei uns zur Thermodynamik stehen. Und zwar ist es da hinten in folgendem Regal. Da schauen Sie jetzt mal hin, ob Sie da vielleicht fündig werden. Das heißt also, unser Student in diesem Fall hat ja auch ein Hilfsmittel verwendet. In diesem Fall, nämlich diese Chefbibliothekarin. Wir würden aber, also ich zumindest würde jetzt nicht auf die Idee kommen, dass das irgendwie als Quelle angegeben werden muss oder dass im Quellenverzeichnis steht, benutzte Quellen, erstens Hildegard Müller, Chefbibliothekarin der Hochschulbibliothek. Das würde man nicht angeben, obwohl es eine Hilfe war bei der Arbeit. Und Gleiches gilt übrigens auch bei Korrekturarbeiten, die durchgeführt werden. Da erwarten wir häufig sogar, dass die Studierenden das machen. Also auch jetzt versetzen Sie sich wieder in die Situation von dem Prüfenden. Da kommt jetzt jemand, reicht eine Arbeit ein und die strotzt nur so von Rechtschreibfehlern. Und da würde man ganz häufig sagen, die Reaktion wäre ja ganz häufig, dass man sagt, sagen Sie, haben Sie keine Freunde oder haben Sie niemanden, der irgendwie diese Arbeit mal irgendwie gegengelesen hat? Das kann man noch mal jemandem zum Durchlesen geben. Und das finde ich, ist eine wichtige Erkenntnis, die wir uns mal vor Augen halten sollten, dass also es nicht so ist, dass wir alle Hilfsmittel, alle Sachen immer erwarten, dass die in der Bachelorarbeit angegeben werden, sondern wir würden da eher mit dem Fokus hingehen, dass wir sagen, ist das noch eine eigenständige Arbeit? Und auch wenn die Großmutter Korrektur gelesen hat und da Rechtschreibfehler rausgestrichen hat, ist es immer noch eine eigenständige Arbeit unseres Studenten oder unserer Studentin. Das ändert also daran nichts. Und es ist auch keine Quelle im wissenschaftlichen Sinne. Deswegen, wenn die Oma Korrektur liest, müsste ich das nicht offenlegen, jedenfalls nach meinem Verständnis, und ich müsste die Oma auch wieder nicht als Quelle angeben. So, und jetzt versuchen wir das mal so ein bisschen zu übertragen, wie wir das am besten eigentlich in den Prüfungen machen wie wir das jetzt in Prüfungen machen, wenn wir jetzt KI einsetzen oder wenn Studierende KI einsetzen. Und ich finde, am sinnvollsten ist tatsächlich, sich diese Vorstellung immer zu haben, ähm, Eigenständigkeit und Angabe der Benutzung wissenschaftlicher Quellen. So, das heißt also, wenn ich jetzt KI oder wenn ich jetzt KI im Studium und in Prüfungen einsetzen möchte, sollte ich mich vielleicht sinnvollerweise fragen, was prüfe ich eigentlich ab? Also was ist eigentlich Gegenstand der Prüfung? Woran mache ich eigentlich die Eigenständigkeit einer Prüfungsleistung fest? Und das hängt ganz stark damit zusammen, welche Kompetenz ich beispielsweise abprüfe. So, und jetzt kann es durchaus zu Szenarien kommen, wo der Einsatz künstlicher Intelligenz also nicht vereinbar ist mit der abgeprüften Kompetenz und mit dem Eigenständigkeitserfordernis.
Also wenn ich beispielsweise in einem Fach erwarte, dass Studierende eine eigenständige Argumentation entwickeln und das dann in einer überzeugenden Art und Weise in einer Arbeit präsentieren, dann gehe ich davon aus, oder dann muss es so sein, damit es eine eigenständige Leistung ist, dass die Studierenden das auch selbst verfasst haben. Wenn also hier KI eingesetzt wird, dann wäre das nicht mehr, dann wäre das nicht mehr gegeben. Also das heißt, ich muss immer sehr stark schauen, woran wird das eigentlich festgemacht? Gegenbeispiel ist, wenn ich es zu tun habe im Informatikstudium, da ist es so, dass heute bestimmte Programmieraufgaben, die werden halt einfach von KI übernommen. Und es gehört auch nicht mehr zum Kompetenzprofil von Studierenden in solchen Studiengängen, dass sie wirklich alles selbst coden, sondern die müssen in der Lage sein, KI-Tools sinnvoll einzusetzen. Das heißt also, da kann sich wieder sogar aus dem Prüfungsgegenstand kann sich sogar ergeben, dass diese Kompetenz, Umgang mit KI, dass die sozusagen Gegenstand der Prüfung ist und dass dann natürlich das auch nichts an der Eigenständigkeit ändert, weil die Eigenständigkeit besteht dann eben nicht mehr darin, dass jedes Wort selbst getippt oder jeder Codebestandteil selbst geschrieben wird, sondern die Eigenständigkeit besteht dann darin, dass eben ein Ergebnis, dass die richtige KI ausgewählt wird, dass die gut bedient wird und dass das Ergebnis auf Fehler kontrolliert wird. So, und das vorneweg geschickt, das sollten wir, finde ich, immer so im Hinterkopf behalten. Und jetzt sollten wir uns eben klar machen, finde ich, dass bei dieser ganzen Prüfungsthematik, dass es also wahrscheinlich keinen One-Size-Fits-All Ansatz geben kann, weil das eben viel zu stark vom jeweiligen Fach abhängt und es hängt möglicherweise sogar von den einzelnen Dozierenden ab, wie die eben die Kompetenz in den entsprechenden Modulen, in den entsprechenden Prüfungsanforderungen, wie die das eben formulieren. Und deswegen warne ich immer so ein bisschen davor, zu strenge Angaben in den Rahmenprüfungsordnungen zu machen. Ich halte es schon für sinnvoll, dass man das in die Prüfungsordnungen aufnimmt. Vor allem aus Transparenzgründen sollte das schon durchaus geschehen. Aber man sollte auf keinen Fall zu strenge Regelungen machen, weil wenn ich die Regelungen zu streng mache, dann kann das dazu führen, dass bestimmte Kompetenzprofile von den Lehrenden gar nicht mehr sinnvollerweise abgeprüft werden können. Also wenn ich zum Beispiel eine Vorgabe machen würde, eine KI darf darf in einer Bachelorarbeit nie eingesetzt werden, um ein wesentliches Ergebnis der Bachelorarbeit zu erstellen, beispielsweise. Kann ich machen, aber dann bekomme ich Schwierigkeiten, wenn ich eine Bachelorarbeit im Bereich Marketing habe oder im Bereich Unternehmenskommunikation und wenn in der Bachelorarbeit eine praxisbezogene Bachelorarbeit entstehen soll, die ein CI, also so ein Corporate Identity Manual für ein reales oder fiktives Unternehmen erstellt, weil das macht heute halt einfach keiner mehr per Hand. Und da erwarten wir von Studierenden, dass sie das machen wie in der Praxis, dass sie das auch mit Hilfe von KI erstellen. Und dann würde ein wesentliches Ergebnis, nämlich dieses CI-Manual, das wäre dann am Ende wahrscheinlich KI generiert. Aber die Leistung der Studierenden, die Kompetenz, die ich abprüfen würde, würde eben darin bestehen, welches Tool wähle ich aus, wie gehe ich daran, welche Ergebnisse habe ich mir erzielen lassen und wie habe ich diese Ergebnisse noch mal nachgeschärft, damit am Ende ein Zielergebnis rauskommt, das eben die Anforderungen an dieser Bachelorarbeit erfüllt. Genau, also deswegen immer so ein bisschen die Warnung, das zu streng zu sehen und auch so ein bisschen der Appell, man sollte da auch unterschiedliche Fächerkulturen zulassen, weil das auch traditionell an den Hochschulen so ist, dass es unterschiedliche Fächerkulturen gibt. Das musste ich als Jurist auch so ein bisschen erst lernen, als ich an eine Hochschule für angewandte Wissenschaften gewechselt bin. In der juristischen Ausbildung, die Juristinnen und Juristen unter uns, die kennen das zum Beispiel, da werden Gesetze oder aktuelle geltende Gesetze werden nicht als wissenschaftliche Quellen angesehen. Ich würde nie auf die Idee kommen, in einem wissenschaftlichen Aufsatz, wenn ich schreibe nach Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz ist die Würde des Menschen unantastbar, da würde ich nie auf die Idee kommen, das Grundgesetz im Literaturverzeichnis zu erwähnen oder sowas oder eine Fußnote dazu zu machen oder sonst was. Weil das ergibt sich aus dem Text, worauf ich mich beziehe. Und das ist ein weiterer Nachweis, ist da auch nicht erforderlich, weil das sich alles aus dem Text ergibt.
Aber es gibt Studiengänge, wie ich, wie gesagt, an HAWs gelernt habe, da wird es offensichtlich anders gehandhabt. Und ich war am Anfang ganz erstaunt, als ich dann Gesetzestexte im Literaturverzeichnis gesehen habe und habe dann auch immer dafür gesorgt, dass das bei Arbeiten, die bei mir entstehen, so nicht gemacht wird, weil das tut mir so ein bisschen weh als Jurist. Okay, so, wie gehen wir jetzt um? Was machen wir jetzt? Also wir haben jetzt gerade gesehen, wie kann ich sozusagen als Hochschule das regulieren? Und die Regulierung wird in der Regel darauf hinauslaufen, dass ich das eben mache. Bei beaufsichtigten Prüfungen darf es nicht eingesetzt werden, es sei denn, es ist zulässig. Bei unbeaufsichtigten Prüfungen schaue ich immer, ob die Eigenständigkeit noch gegeben ist. So, wenn ich jetzt solche Hochschulvorgaben habe, heißt das ja noch lange nicht, dass sich die Studierenden an diese Hochschulvorgaben halten, sondern es kann sein, dass es eben zum unzulässigen Einsatz jetzt von KI kommt. Also entweder in der beaufsichtigten Prüfung, dass sie überhaupt KI einsetzen, oder in der Bachelorarbeit, dass die komplette Arbeit zum Beispiel von der KI verfasst wird und dann habe ich ja keine eigenständige Leistung mehr. So, was mache ich jetzt, wenn das passiert? Und dann komme ich jetzt gleich zu der Frage, die da auch gestellt wurde. Also zunächst sollten wir uns immer klar machen, dass es ja ein Gebot der Chancengleichheit gibt. Und das bedeutet, dass wir als Hochschulen es nicht hinnehmen dürfen, dass Studierende sich in Prüfungssituationen unzulässigerweise verhalten, weil wenn ich das nämlich akzeptiere oder hinnehme bei einzelnen Studierenden, dann verletze ich diejenigen, die sich redlich verhalten, die verletze ich dann in ihrer Chancengleichheit, weil nämlich die letztlich unter schlechteren Bedingungen an dieser Prüfung teilnehmen. Und aus diesem Gebot der Chancengleichheit ergibt sich, dass ich als Hochschule Täuschungsversuche verhindern muss. Das heißt also, ich muss dafür sorgen, dass es gar nicht zu Täuschungsversuchen kommen kann. Wenn ich den Verdacht auf Täuschungsversuche habe, dann muss ich dem nachgehen und die aufdecken. Und wenn ich Täuschungsversuche tatsächlich beobachte, dann muss ich die unterbinden. Also das heißt, wenn ich jetzt in einer beaufsichtigten Prüfung bin und da spickt jemand aus dem Lehrbuch, dann darf ich das also nicht akzeptieren, sondern dann muss ich einschreiten als Hochschule. Und das gilt natürlich auch für den Bereich des Einsatzes von künstlicher Intelligenz. Und da zunächst folgender Hinweis. Es kann natürlich jetzt sein, dass es bestimmte Prüfungsformate gibt, in denen wir als Hochschule dem gar nicht mehr nachkommen können. Beispiel etwa sind Prüfungen, die man zum Teil gesehen hat, so während der Corona-Pandemie, da wurden dann manchmal so Take-Home-Exams und sowas gemacht. Also quasi so Art wissenschaftliche Arbeiten light, wo eine Aufgabe gestellt wurde und dann sollte die innerhalb von 2 Tagen oder 48 Stunden oder wie auch immer, sollte da was bearbeitet werden. Und es wurde nicht vorausgesetzt, dass da eine große Recherche stattfindet, sondern es sollte im Wesentlichen mit den Materialien, die die Studierenden schon hatten, sollte das bearbeitet werden. Und jetzt haben wir vorhin schon einen Blick auf Systeme wie Notebook LM geworfen. Und jetzt ist es natürlich sehr leicht denkbar, dass ich ein solches System verwende, um mir eine solche Arbeit komplett erstellen zu lassen. Und wenn das möglich wäre bei einer solchen Aufgabenprüfungsstellung, und ich als Hochschule keine Möglichkeit habe zu entdecken, wäre das, welche der Studierenden das so gemacht haben, also eine nicht eigenständige Leistung abliefern und welche eine eigenständige Leistung abliefern, dann bekomme ich mit diesem Gebot der Chancengleichheit ein ziemliches Problem, weil ich dann nämlich nicht mehr gewährleisten kann, dass diejenigen, die sich redlich verhalten, dass die quasi eine gerechte Beurteilung bekommen im Vergleich zu denen, die sich unredlich verhalten. Das heißt also, aus diesem Gebot der Chancengleichheit kann sich für uns als Hochschule tatsächlich auch eine Verpflichtung ergeben, dass wir bestimmte Prüfungsformate mal überdenken, ob denn das überhaupt noch gewährleistet ist. Und das ist auch der Grund, warum viele Hochschulen eben jetzt dazu übergehen, bei Bachelorarbeiten zum Beispiel mündliche Prüfungen noch einzuführen oder Verteidigungen einzuführen, wenn das nicht sowieso schon gemacht wird an den jeweiligen Hochschulen. So, was mache ich jetzt mit den KI-Detektoren? Jetzt komme ich zu der Frage, die gestellt wurde. Also es gibt solche Detektoren, die das können oder jedenfalls die von sich behaupten, dass sie das können. Das läuft darauf hinaus, dass ich eben eine Bachelorarbeit beispielsweise analysieren lasse von so einem Tool und am Ende steht dann irgendein Score. Jetzt kam als Beispiel, wurde vorhin genannt 60%.
kann auch noch höher liegen. Nehmen wir mal an, der liegt bei 80%, dieser Score. Und jetzt frage ich mich als Lernender, was mache ich? Und dann sehe ich, oh, 80% Wahrscheinlichkeit, lasse ich da mal durchfallen. Und jetzt lasse ich tatsächlich den Studierenden der entsprechenden Arbeit durchfallen. Und jetzt ist die Frage, kann ich das so ohne weiteres machen? Und da gilt der Grundsatz eher nein. Das Problem ist nämlich, dass diese KI-Detektoren, die sind häufig wie so eine Blackbox. Also man weiß gar nicht, wie die genau funktionieren. Und das ist für mich als Hochschule tatsächlich ein Problem, weil stellen Sie sich mal vor, Sie sind dann irgendwann, nehmen wir an, der Student ist jetzt endgültig durchgefallen, wird exmatrikuliert, geht gegen die Exmatrikulation vor und man trifft sich dann wieder so vom Verwaltungsgericht und dann fragt das Verwaltungsgericht, so liebe Hochschule, warum haben Sie denn den exmatrikuliert? Das ist eine sehr vereinfachte Darstellung eines Gerichtsverfahrens. Ja, fragt dann, warum habt ihr den denn exmatrikuliert? Und dann sagen sie ja, wir haben halt so einen KI-Detektor verwendet, der hat gesagt 80% KI-Einsatz, keine eigenständige Leistung, zack, haben wir durchfallen lassen. Und dann wird das Gericht fragen, ja, können Sie mir mal erklären, warum Sie zu 80% kommen und nicht zu 70 und nicht zu 90? Und dann wird es für Sie schon schwierig als Hochschule, weil Sie wahrscheinlich das gar nicht genau erklären können, wie dieser Score zustande kommt. Und dann wird das Gericht sagen, so ein bisschen in alter Joschka Fischer-Manier wird das Gericht vielleicht sagen, I am not convinced, weil als Gericht muss ich von bestimmten Tatsachen überzeugt sein und dass eine bestimmte Tatsache wahrscheinlich ist, auch wenn die Wahrscheinlichkeit 80% beträgt, das wird einem Verwaltungsgericht nicht genügen, um von etwas überzeugt zu sein. Die wollen also mehr haben. Und zwar so viel, dass man sagt, dass ich muss davon ausgehen, in diesem konkreten Fall, dass das eingesetzt wurde, weil eine andere vernünftige Erklärung gibt es nicht. Und bei 80% wird das mit Sicherheit nicht reichen. Das heißt also, wenn überhaupt, dann kann man das als Indiz nehmen, dass man so einen KI-Detektor einsetzt und bei einem Score von 80% vielleicht mal ein bisschen näher hinschaut. Das ist vielleicht vorstellbar, aber insgesamt ist das super problematisch. Im nächsten Input wollen wir uns jetzt mit der Frage Hochrisiko-KI an Hochschulen beschäftigen. Wie gerade angekündigt, werde ich jetzt versuchen, den Teil auch ein bisschen kürzer zu halten, damit wir dann noch Zeit für die Diskussion haben. Also sehen Sie mir es nach, wenn das jetzt etwas oberflächlicher wird, als man es machen könnte, weil streng genommen könnten wir eigentlich auch die ganzen 3 Stunden nur mit dieser Thematik verbringen. Zum kurzen Einstieg, wir hatten das vorhin schon mal erwähnt. Ich will das gar nicht im Einzelnen durchgehen, nur noch mal auf diese Aufteilung verweisen, auf diese Systematik, die wir in der KI-Verordnung haben und den risikobasierten Ansatz. Also das heißt, die KI-Verordnung geht davon aus, je höher das Risiko, je höher das Produktrisiko einer KI ist, desto höher sind auch die regulatorischen Anforderungen. Und das wird eben mit einer Klassifizierung im Rahmen der KI-Verordnung gemacht. Da gibt es beispielsweise bestimmte KI-Praktiken. Da geht man von einem derart hohen Risiko aus, dass sie schlichtweg als inakzeptabel und damit als verboten angesehen werden. Also zum Beispiel das Social Scoring fällt darunter, wie das ja auch in manchen Ländern schon praktiziert wird. Also dass durch bestimmtes sozial erwünschtes Verhalten, da kann man sozusagen sein Social Scoring verbessern. Durch sozial unerwünschtes Verhalten, zum Beispiel bei Rot über die Ampel gegangen, kann man sein Social Scoring verschlechtern. Und das kann dann eben im weiteren Verlauf, im Umgang mit bestimmten staatlichen Stellen, kann das dann Auswirkungen haben. Und das ist eben per se inakzeptabel und damit verboten. Obwohl es natürlich einen gewissen Reiz für Hochschulen hätte, so irgendwie zweimal den Professor nicht gegrüßt oder sowas und schon muss man bei der Prüfung irgendwie hinten sitzen, hat natürlich einen gewissen menschlichen Reiz, wäre aber durch ein KI-System und auch sonst nicht rechtmäßigerweise darstellbar. So, dann gibt es die Systeme, die ein hohes Risiko haben, das schauen wir uns jetzt gleich näher an. Da gibt es dann bestimmte Compliance-Pflichten, also Compliance sagt man immer, wenn es bestimmte so Sorgfalts- oder Dokumentationspflichten gibt, die man einhalten muss, die sind eben beim hohen Risiko. Und dann gibt es noch als weitere Risikogruppe, nennt man das häufig das begrenzte Risiko. Das sind eben Systeme, die eben nicht in diese Hochrisikosysteme fallen. Und da ergeben sich dann keine strengen Compliance-Pflichten, aber es geben sich bestimmte Transparenzpflichten, so wie wir das vorhin auch schon kurz kennengelernt haben, etwa bei der Kenntlichmachung von sogenannten Deepfakes. So,
Ich belasse es mal dabei. Wir schauen jetzt gar nicht weiter, auch zur Einordnung von GP, also General Purpose AI-Systemen. Gehen wir jetzt mal nicht näher drauf ein. Ich würde jetzt mal gerne mit Ihnen diese Systematik durchgehen zu den Hochrisikosystemen, weil das wird uns an den Hochschulen bald sehr intensiv beschäftigen. Geregelt ist das im Artikel 6, also der ist sozusagen unsere Schnittstelle, unsere Schaltstelle, und der sieht so bestimmte Arten von Hochrisikosystemen vor. Da gibt es zunächst mal den 6 Absatz 1, also das ist, wenn KI-Systeme so Sicherheitsbauteile sind, da gibt es einen Anhang 1 der KI-Verordnung, wird jetzt keine so große Rolle an den Hochschulen spielen. Wesentlich relevanter ist der Absatz 2 KI-Verordnung, und zwar verweist der auf einen Anhang zur KI-Verordnung und sagt, alle diese Systeme, die in diesem Anhang genannt sind, das ist der Anhang 3, alle diese Systeme, die werden zunächst mal als hochriskant eingestuft. Und da gibt es eine Nummer, das ist die Nummer 3, und die betrifft den Bildungsbereich. Kurz zur Einschätzung, dass Sie kurz einen Blick bekommen, was stehen denn da sonst so für Sachen in dem Anhang drinnen? Also, dass wir uns klar machen, mit welcher Einschätzung ist die EU da rangegangen. Also zum Beispiel ein typisches Hochrisikosystem, und das können Sie sich selbst wahrscheinlich auch vorstellen, wäre zum Beispiel, wenn im Zusammenhang mit Bewerbungs- und Einstellungsverfahren KI eingesetzt wird. Da hat man so das Gefühl, das ist jetzt nicht sowas, wo man per se sagen würde, das ist total inakzeptabel, wie beim Social Scoring. Das ist aber was, wo man sagen würde, okay, da geht es jetzt mal um die Einstellung von Menschen in Arbeitsverhältnissen. Das hat schon ein etwas höheres Risiko als andere KI-Systeme. Das müssen wir etwas strenger regulieren. Und genauso ähnlich ist das auch für den Bildungsbereich. Also da gibt es 4 Fallgruppen, die im Bildungsbereich als Hochrisikosysteme eingeschätzt werden. Das ist zum einen der Bildungszugang, dann gibt es die Bewertung des Lernergebnisses einschließlich der Steuerung des Lernprozesses. Dann gibt es die Bewertung des Bildungsniveaus und schließlich dann die KI-gestützte Prüfungsüberwachung. Also das sind die Fälle, die in Hochschulen als Hochrisiko-KI-System zunächst mal angesehen werden können. Jetzt merken Sie schon, das betrifft schon durchaus Konstellationen, die für uns relevant sind als Hochschulen. Beispielsweise, also vor allem die Nummer B, Bewertung des Lernergebnisses, einschließlich der Steuerung des Lernprozesses. Und das geht natürlich sehr stark in die Richtung, nicht nur Bewertung von Prüfungen, sondern möglicherweise auch in den Bereich Bewertung von Aufgaben, Steuerung von so Learning Analytics und von solchen Geschichten. So, das ist der Grundsatz. Und jetzt sagt der Artikel 6 Absatz 3, der enthält dann eine Ausnahme. Und zwar sagt er, in bestimmten Konstellationen, also bestimmte Systeme sind nicht hochriskant. Und zwar, also selbst wenn ein System unter den Absatz 2 fällt, also zum Beispiel eine Bewertung des Lernergebnisses vornimmt, dann gilt es nicht als hochriskant, wenn es kein erhebliches Risiko der Beeinträchtigung in Bezug auf die Gesundheit, Sicherheit oder Grundrechte natürlicher Personen birgt, indem es unter anderem nicht das Ergebnis der Entscheidungsfindung wesentlich beeinflusst. Also das ist die Ausnahme. Und dann gibt es noch 4 Alternativen, in denen das sein kann. Also das kann zum Beispiel sein bei eng gefassten Verfahrensaufgaben, bei der Verbesserung menschlicher Tätigkeit oder wenn Entscheidungsmuster erkannt oder Abweichungen davon definiert werden sollen oder wenn es eine vorbereitende Aufgabe für die Bewertung ist. Also um mal so ein Szenario durchzuspielen, wo das klar wird, wenn ich ein KI-System zur Bewertung von Prüfungsarbeiten einsetzen würde und das System sieht so aus, dass ich einfach nur die Arbeit nehme und dann lade ich die irgendwie in dieses System rein und am Ende meldet das System, keine Ahnung, eine 2,7 als Note, am besten direkt an die Hochschulverwaltung und dann wird das eingetragen. Dann hätten wir es definitiv mit einem Hochrisikosystem zu tun, weil nämlich da dann die Bewertung des Lernergebnisses vorgenommen wird. Und diese Ausnahme, die würde hier auch nicht greifen, weil ja letztlich sogar die Entscheidungsfindung unmittelbar durch das System vorgenommen wird. Also das wäre dann auf jeden Fall wäre das ein Hochrisikosystem. So, und von diesen Ausnahmen
So ist es in EU-Rechtsakten. Gibt es noch eine Gegenausnahme? Also das heißt, selbst wenn eine dieser Ausnahmen vorliegt, also selbst wenn es das Ergebnis der Entscheidungsfindung nicht wesentlich beeinflusst, dann sagt die KI-Verordnung, ein KI-System ist trotzdem immer hochriskant, wenn es ein Profiling natürlicher Personen vornimmt. Und jetzt merken Sie schon, das ist, diese Vorgabe ist für uns in der Zukunft so ein bisschen, da wird man drüber diskutieren müssen, weil nämlich die Frage vor allem ist, wie man Lernmanagementsysteme und Lernmanagementsysteme und Learning Analytics da einordnet. Weil Learning Analytics, also nehmen wir an, die Studierenden können sich da im Lernmanagementsystem anmelden, dann können die vielleicht so ein paar Aufgaben durchgehen, können ihren Wissensstand überprüfen und bekommen dann eine Rückmeldung, wie sie aktuell so dastehen, bekommen vielleicht einen Score angezeigt, wie hoch gerade die aktuelle Wahrscheinlichkeit eingeschätzt wird, dass sie die Abschlussprüfung bestehen. Das wäre eigentlich ein ganz nettes Feature. Dann würde man sagen, okay, zunächst mal das Feld unter die Nummer 3. Also das gehört zur Bewertung des Lernergebnisses, weil es der Steuerung des Lernprozesses dient. Es könnte dann aber so eine Ausnahme sein, dass es nicht hochriskant ist, weil es eben das Ergebnis einer Entscheidungsfindung nicht wesentlich beeinflusst. Das wird bei Lernmanagementsystemen, bei so freiwilligen Angeboten wird das häufig der Fall sein. Davon geht übrigens auch das Gutachten aus NRW aus, in vielen Fällen. Also dass man sagt, das fällt dann unter diese Ausnahme, wird nicht als Hochrisikosystem eingestuft. Und dann müsste ich mich im Anschluss immer noch fragen, ob möglicherweise ein Profiling vorgenommen wird. Profiling, wenn wir jetzt nicht mehr die Zeit haben, da gibt es so eine Definition in der Datenschutzgrundverordnung, also das läuft so ein bisschen gleich. Ein Profiling hätte ich dann, wenn ich aus dem Verhalten oder aus dem bisherigen Lernverhalten irgendwelche Schlüsse ableite, so für das zukünftige Verhalten. Also dann hätte ich auf jeden Fall ein Profiling und dann wäre ich quasi wieder im Bereich der Hochrisikosysteme. Also ich würde zum Beispiel, ich persönlich würde das als Hochrisikosystem dann ansehen, wenn zum Beispiel das Lernmanagementsystem aus den Scores, die ich in irgendwelchen freiwilligen Tests oder sowas erziele, quasi so eine Art fiktiven Leistungsstand ermittelt und daraus dann ableitet, in welche Tutoriengruppe ich am besten gehöre. Also da sozusagen mich so als mir eine Einschätzung gibt, das ist ein guter, mittelguter oder schlechter Student. Und je nachdem werde ich dann in eine bestimmte Gruppe zugeordnet. Und da müsste man sich aus meiner Sicht die Frage stellen, ob das dann nicht ein Profiling ist, obwohl es eigentlich nur ein freiwilliges Angebot ist. Also da wird man in Zukunft wahrscheinlich sehr viel drüber diskutieren. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das jetzt, wenn ich ein Hochrisikosystem habe? Dann gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Hochrisikosystem zur Erinnerung heißt nicht, dass es unzulässig ist per se. Also das ist nicht die zwingende Folge, dass man es nicht tun darf. Einordnung als Hochrisikosystem heißt nur, dass dann bestimmte Pflichten aus der nicht DSGVO, aus der KI-Verordnung, jetzt bin ich selbst schon durcheinander, dass bestimmte Pflichten aus der KI-Verordnung ausgelöst werden. Und das ist einer der Bereiche, wo es dann ganz zentral wird, die Stellung der Hochschule einzuordnen. Also zu fragen, ist die Hochschule jetzt Anbieterin oder Anbieter oder ist sie nur Betreiberin, Betreiber oder ist sie vielleicht beides? Weil je nachdem, was ich bin als Hochschule, treffen mich bestimmte Verpflichtungen. Und da aus meiner Sicht ganz wichtiger Hinweis auf eine Vorschrift. Und zwar, normalerweise oder in vielen Fällen wird die Hochschule nicht Anbieterin sein von einem System, weil Anbieterin würde bedeuten, dass sie das sozusagen so unter ihrem Namen vertreibt. Meistens wird es eher so sein, dass die Hochschule ein System, was bereits auf dem Markt ist, irgendwie lizenziert und dann dieses System dazu einsetzt, um eben bestimmte Aufgaben an der Hochschule KI-gestützt umzusetzen. Das heißt, häufig wird die Hochschule nicht Anbieterin, sondern wird Betreiberin von so einem System sein. Jetzt kann es aber passieren, dass eine Hochschule zur Anbieterin wird. Und da gibt es vor allem eine Vorschrift, die man da im Blick halten sollte. Das ist der 25 KI-Verordnung. Der sagt nämlich, wenn ich ein System verwende,
das eigentlich gar nicht vorgesehen ist, um als Hochrisikosystem eingesetzt zu werden, das ich dann aber sozusagen umwandle und zu einem Hochrisikozweck einsetze, dann werde ich zum Anbieter oder zur Anbieterin. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also wenn die Hochschule, jetzt nehmen wir mal an, sie dürfte das jetzt, nehmen wir mal an, die Hochschule setzt ein Prüfungsüberwachungssystem ein, das KI-gestützt irgendwie überwacht, ob die Studierenden unzulässige Hilfsmittel verwenden. Wenn sie das einkauft von einem Anbieter, und lizenziert, dann wird sie nicht Anbieterin sein, sondern Betreiberin. Jetzt könnte aber die Hochschule auch sagen, ich verwende ein General Purpose AI-System. Also ich verwende zum Beispiel ChatGPT oder irgendein anderes System dafür, um diesen Hochrisikozweck zu erfüllen. Das heißt also, ich prompte das so bei ChatGPT rein. Hey ChatGPT, kannst du mal schauen, ob die Studierenden da gerade unzulässige Hilfsmittel verwenden? Und dann würde ich also ein System, das eigentlich nicht dafür gedacht ist, zu einem Hochrisikozweck einsetzen und dann sagt die KI-Verordnung, dann werde ich zum Anbieter. Und das ist eine Konstellation, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil dann muss ich nämlich sehr, sehr hohen Dokumentationspflichten und sehr, sehr hohen Qualitätsmanagementpflichten muss ich nachkommen. Und da geht es dann vor allem, ich muss dann auch kontrollieren, was ist die Datenbasis, wie ist sichergestellt, dass es dann nicht zu Bias kommt und lauter so Geschichten muss ich machen. Und das werde ich als Hochschule wahrscheinlich kaum leisten können, weil ich ja gar nicht in diese Systeme reinblicken kann, sozusagen. Also deswegen, das sollte man eigentlich immer vermeiden. Deswegen, die Hochschulen werden in diesen Fällen dann die Pflichten treffen, die für die Betreibenden gelten. Und das ist in erster Linie, sind das so technische organisatorische Maßnahmen. Das kennen wir aus dem Datenschutz. Also ich muss dann eben dafür sorgen, dass beispielsweise nur Berechtigte dieses System verwenden können, dass die entsprechend geschult sind, dass so sagt die KI-Verordnung, dass die Betriebsanleitung eingehalten wird, also dass ich das System auch ordnungsgemäß bediene und da muss ich halt dafür sorgen, dass das dann auch passiert. Dann muss ich eine menschliche Aufsicht sicherstellen. Das heißt, es muss die Möglichkeit auch geben, dass dann interveniert werden kann und ich muss gegebenenfalls sogar auch immer stichprobenartig kontrollieren, ob diese Entscheidungen noch richtig sind. Und ich werde wohl nicht umhin kommen, eine sogenannte Grundrechte-Folgenabschätzung zu machen. Also das sind die Angaben, die mir dann die KI-Verordnung aufgibt.